dann können wir jetzt hier endlich mal weitermachen mit The Outer Worlds. Auf jeden Fall easy. Hätte ich Bock drauf. Ah, hoffentlich bald. Hoffentlich bald. So. Viel Spaß mit deiner Suppe. Und lass dir schmecken. Ich hoffe, du kommst zum Suppeessen wieder vorbei. Ja, mal wieder so eine Runde Vermintide so, ne? Das wäre schon gut. Achso, stimmt ja. Wir wollten das hier jetzt noch clearen, weil wir sind jetzt hier so ein bisschen rumgelaufen. Und haben jetzt hier irgendwie das Ding da geholt. Aber haben noch lange nicht alles hier gemacht. Wie viele Finger sind das? Oh, was ruckeln wir denn heute so sehr? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Wir brauchen 90 in Hacken. Warte mal, 90 in Hacken? Wir haben doch da noch ein paar Skillpunkte frei. Ja, so ein paar. Achso, nein, das ist Lockpick, oder? Oder? Was ist bei uns Hacken? Ja, das ist Lockpicking. 90. So. Machen wir mal hier die Tür auf. Und hallo King Leo, wie geht's dir denn? Schön, dass du reinschaust. You make it look so easy. Okay, das war einfach irgendwie eine unsinnige Türe, die wir jetzt da aufpicken konnten. Einfach weil geht. Waren wir gerade hier? Ja, wir waren gerade hier. Genau, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Oh Gott, hey, wir sind hier gestern so gestern am Montag so durchgerusht, dass ich total keinen Pal habe, was wir hier noch nicht gemacht haben. Sword Rifle. Flamethrower. Wir haben anscheinend noch nicht gut genug gelootet. Mir ebenfalls sehr gut. Ja, 2020 hat für mich sehr, sehr wunderbar angefangen. Ich habe jetzt einen sehr, sehr coolen Job, finde ich. Und 14.000 Kanalpunkte. Ja, wir müssen irgend noch was finden, was du damit machen kannst, ne? Aber ich glaube, das ist das Problem von so Mods, ne? Die haben einfach immer zu viel davon. Luxusprobleme, Madame. Luxusprobleme. Ich glaube, es ist auch einfach dazu gedacht, dass hier oben neue Jobsocken verkaufen. Ja, benutzte Socken von Easy verkaufen. Also ich vermarkte sie und sie benutzt sie. Und genau, das ist dann eigentlich eine sehr, sehr gute Partnerschaft, finde ich. Ich bin sehr, sehr gut im Marketing. Sie ist sehr gut im Sockentragen. Und dann ergibt sich da Geld für uns beide. Also ich finde das immer sehr, sehr gut. Genau, wir machen das auch in einem sehr, sehr fairen 60-40-Cut. Also sie muss die ja nur tragen. Ich muss die ganzen Scheiß dann auch noch vermarkten. Und Leute, die ganzen Nachrichten mit den Leuten schreiben. Ich muss mich dann für Easy ausgeben. Super anstrengend. Aber eigentlich ganz witzig. Genau. Und meine Sub ist ja anscheinend auch noch was. Was? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. So, habe ich jetzt diesen Tank verkauft oder was war das gerade eben? Ich habe keine Ahnung. Genau, hier waren wir auch schon drin. Und guten Abend, Mate-Dealer. Wie geht's denn? Ich kann dich übrigens, by the way, auch bei deinem richtigen Namen nennen, falls dir das lieber ist. Full Cranial Helmet, 38er Wert. Ja, ist okay, komm. Man sieht's ja eh nicht, glücklicherweise, weil das sieht schon ziemlich dumm aus, finde ich. Pavate. Ja, hier. Du kriegst den hier. 10 Punkte mehr.
Und dann können wir auch direkt mal hier wieder ein paar Dinge als Trash markieren. Trash, 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 Trash. Das darf sogar bleiben. Sugar Ops Helmet, okay. Nee. Nie. Den könnten wir sogar belassen. Freitag ist Deadline für Masterarbeit. Oh. Und wie weit steht's dann? Fühlst du dich zuversichtlich? Trägst du im Sommer keine Socken? Skandalös. Skandalös. Warte, hatten wir... Oh, wir hatten irgendwo einen Safe, der war 90er. Hatten wir dann auch einen 90er-Wert gehabt? Ich erinnere mich gerade. Inhalt steht. Das klingt aber noch nicht so weit, muss ich zugeben. Hell of a job. Morgen Freitag ist die Korrektureinarbeitung. Achso, warte, der Inhalt steht, meinst du mit... Du hast das komplett fertig geschrieben. Habe ich da gerade eine super witzige Waffe gefunden? Ein Purple Berry Launcher? Oh, okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen die hier mal... Ah, leider hat die hier nur 80 Schaden, während die hier 120 bis 480 hat. N-Ray. Warte mal, wir müssen da mal was testen. Die bounced? Bitte was? Okay. Ach so, ja. Ja gut, im Sommer laufe ich auch eher selten mit Socken rum. Das, ja, aber easy, das macht doch unseren ganzen Markt kaputt. Unser ganzes Geschäft geht daran zugrunde, wenn du keine Socken mehr trägst. Das geht nicht. Autsch, das... Dieses Geräusch ist halt schon fies. Und ich finde es sehr witzig, wie dieses Geräusch vermutlich entstanden ist. Weil mittlerweile, also ich habe irgendwann mal gelernt, wie man dann so Sounds für so Knochenbrechen und so aufnimmt. Und zwar ist es sehr, sehr einfach. Achso, ja, die Periode, genau. Das können wir dann noch weitermachen. Dann müssen wir halt zumindest darauf umschwenken oder... Naja, wir können das ja auch beides gleichzeitig die ganze Zeit machen, ne? Geht ja auch. Und dann halt im Sommer fällt dann halt, im Sommergeschäft fällt dann halt das weg. Das muss dann halt so. Ah, nein! Nein! Autsch. Achso, hier sind auch noch Dinge. Bevor wir es vergessen. Ach, das lohnt sich ja richtig. Und dann noch die Schlipper natürlich. Natürlich, wir müssen alles ausnutzen. Alles, was geht. Und, genau. Ich meine, wenn uns schon so nette, perverse Menschen uns Geld geben wollen für deine Waren, dann müssen wir das auch schon nutzen. Und ich fände es auch schade, wenn die netten, perversen Menschen halt nichts haben zum pervers sein. Das ist doch schade. Ja. Keine Fußbodenheizung, von daher tragst du Winter ab und zu Socken. Ach ja, servus Leo. Wir hatten vorhin sehr kuriose Themen, falls du dich gerade sehr wunderst. Genau. Immer dicke Socken. Ja, perfekt. Das ist perfekt für einen Fetisch, glaube ich. So. Genau, also wir hatten vorhin, oh, warte, eine Mine. Nicht so geil. Ist ernsthaft? Ja gut, mit der Schrotflinte auf die Mine schießen war vielleicht nicht die smarteste Idee. Hätten wir vielleicht was anderes nehmen sollen. Ja. Genau, wir hatten es da vorhin von witzigen Sachen wie Unterwäsche verkaufen und so.
So. Morgen Freitag ist für Korrekturplanung eingearbeitet. Einarbeitung eingeplant. Das ist schon arg. Das ist schon ein ziemlich knapper Zeitplan, muss ich zugeben. Aber, ja. Ja, ich hatte das noch knapper, also von daher. Ich bin. Wupp, wupp. Wir haben es geschafft. Wir haben einmal hier den Rundweg hergestellt. So. Jetzt kann man hier wieder durchgehen. Ah, hier scheint noch was Interessantes zu sein. Genau, und jetzt ist die Frage, irgendwo hier auf dem Weg war ein Safe. Ich weiß gerade nicht mehr wo, das ist das Blöde. Bist froh, dass du so viel Zeit hast. Ich soll was trinken. Ja, da hat die Easy recht. Wisst ihr was? Ich hole mir kurz mal Wasser. Ihr holt euch jetzt bitte auch mal eben Wasser. Oder was zu trinken. Und wir sind dann gleich wieder da. Und dann geht's gleich weiter, okay? Und da bin ich schon wieder. Genau. So. Erstmal einen Schluck. Was? Die Kleine ist nicht mehr gar nicht so. Die ist ziemlich fett. Oh je, wenn ich das schon wieder von mir gegeben habe. Furchtbar. Ach ja. Du bist viel besser als der Hydrated Bot. Der Hydrated Bot ist vor allem gar nicht mehr hier. Der hat keinen Bock mehr auf uns gehabt. Er hat gesagt, macht doch euren Scheiß alleine. Und ist dann gegangen. So, ich glaube, wir müssen jetzt... warte mal, wo ist dieser Drop-Off-Point? Der ist da. Okay. Wir können das eigentlich kurz machen. Ja, wir machen das gleich, nachdem wir hier irgendwie kurz mal Shit verkauft haben. Oder hier war doch irgendwo... Hier. Shop. Sell all the junk. Und dann... machen wir mal hier Fast Travel rüber. Das wäre tatsächlich noch ganz gut. Meistens habe ich es vermutlich gesagt. Aber ja. No. Gehen jetzt oben drüber. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Mittlerweile ist für uns das ja gar kein mehr Problem mehr, tatsächlich. So. Komm, hier. Fahr's mal weg hier.
That's the last of 'em. So. Hier. Das Essen vorhin war super gut, ey. Es hat zwar irgendwie auch länger gebraucht, als ich gedacht hatte und gehofft hatte, bis es dann mal fertig war. Warte mal, ich habe 15:32 angefangen und wann habe ich das Bild vom fertigen Essen gemacht? Das habe ich gemacht. Ach, knapp eine Stunde später. Das heißt, ich habe eine Stunde gebraucht zum Kochen. Also gut, mit den 10 Minuten ist es noch nicht so richtig. Aber dafür ist es jetzt super lecker und ich habe jetzt irgendwie noch ganz lange davon zu essen. Wer bist du denn? Hello there. A word, if I may be so bold. Sicher doch. Well now, here I thought those mantisaurs had peacefully exited the premises. But you're a simpler explanation. Thanks for the assistance. Name's Weston. Every once in a while I set up shop along these here roads. You find yourself in need of resupply, you come on by. Care to purchase a thing or two? Sure. Show me what you have. So, das, ja, wissenschaftlich auch nicht korrekt. Auf jeden Fall, was es gegeben hat, es gab dieses, warte mal. Diese wunderbare Pfanne, die jetzt vermutlich halb rausgekaptet ist, weil Grünzeug drin ist. Ist das schön. Genau, genau, da ist irgendwie Hähnchen, Tomaten, getrocknete Tomaten, Paprika, Rucola und Nudeln drin und Käse und Frischkäse und es ist sehr lecker gewesen. Genau, auf Twitter gibt es ein besseres Bild, Marte, die da. Genau, das war definitiv besser. Oh, ein Melt. Das hat man auch nicht. Might not be the right one. Hier können wir uns mal verkaufen. So. Damit wir den ganzen Spaß hier nicht in den Gegend rumzerren. Ah, das sind ja nochmal Mantis of Soldiers. Da unten ist der Droppoint. Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Können wir da einfach links, rechts runter springen? Wir könnten runterspringen, ist bestimmt schmerzhaft. Ja komm, dann springen wir nicht runter, sondern gehen mal den Weg, der intended war. Weil das ist immer das Problem, wenn man irgendwo runterspringt, wo man nicht runterspringen sollte, dass es nicht nur weh tut, sondern dass man damit auch dann ein bisschen Gameplay kaputt macht. Weil man irgendwo an Orten ist, wo man dann nicht hätte sein sollen. Und deswegen gehen wir jetzt ganz brav dahin. Ups. Gehen wir jetzt hier noch vielleicht ein paar Viechern vorbei. Zum Beispiel diesem Rawlagoon. Also, stellen wir uns aber hier hin. Oh, jetzt geht er weg von dem Schreckfass. Ah, komm, geh doch. Ach, genau, schön. Schön machst du das. So, sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, die einzigen echten... Also wir haben jetzt halt auch schon wieder keine echten Gegner.
Das ist ein bisschen seltsam eigentlich. Wir haben, also beim Kampfsystem haben wir immer so eine, also zuerst waren wir relativ ebenbürtig, also als wir ganz am Anfang, dann wurden wir schnell sehr viel stärker. Dann waren wir jetzt hier mit Monarch und den ganzen Mantisaurs super viel schwächer. Aber seitdem wir jetzt auch die neuen Waffen haben, die Mark II Waffen, sind wir halt auch wieder jetzt so viel krass stärker, dass es halt wirklich bumsegal ist. That's how it's done, Captain. Also, ihr seht, selten werde ich überhaupt noch angegriffen. Oder bekomme halt wirklich lebensbedrohlichen Schaden. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Vor allem, weil das Kämpfen eigentlich Spaß macht. Schade. Na, und gerade aktuell habe ich sogar so viele Skill Points, dass ich sie gar nicht ausgebe. Ah. So. Nein, ich will nicht schlafen. Vor allem nicht mit einer Leiche in einem Bett. Dankeschön, nein. Else it'd have been a hell of a lot. Genau, diese Mantiqueen sind jetzt halt auch nicht mehr so wirklich. Oh, Mr. Pickett's Journal. Hallo? Können wir mal bitte aufhören zu brennen? Dankeschön. So, warte mal, was ist das dann? Okay, kann man dieses Journal auch lesen? Mr. Pickett. This journal details Mr. Pickett's ill-timed trip to Stellarby just before the hazard clause went into effect, and his attempt to hunt the Mantiqueen to bring to Edgewater. Ja. Okay, das ist natürlich nicht so smart. Hat er sich futtern lassen anscheinend. Habe ich ein Feedback-Command? Oder wirst du ihn gerade nur gerne einsetzen? Zu viele Commands, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. So. So. Aggro tauschen. Ausnocken. Tot. Oh, cool. Der hatte tatsächlich... Da ist der Feedback-Command. Aber du kannst... Bei Ausrufezeichen Feedback passiert nichts. Seltsam. Wir sollten auch nicht hier wahllos in der Gegend rumlaufen. Wir sollten mal die Quest machen.
Ist der Kollege jetzt irgendwo hinten? Ach, egal. Genau, ist eine Umfrage. Kommt er her? Ja. Genau. Aber da kamen jetzt auch gerade nicht mehr so viele Einträge rein. Viel gespannter werde ich auf die nächste Umfrage sein, die ich da demnächst mache. Und was da für Ergebnisse dabei rumkommen. Okay. What happened here? We ought to be quick about this. Axt. Loot. Und alles wird gut. So, aber was ist mit dem Autoloader? Trail of blood leads away from the autoloader. Well, where does it lead to? Yeah? Oh. Smuggler-Tunnel. Ja, aber ich habe anderes. Ich requeste anderes Feedback. Ist alles voll mit Fallen hier, ey. Ich sogar erwischt. Was ist das? So. Scheint gerade noch gut zu laufen so. Gerade super viele von diesen Ratten gekillt dabei. Ich finde ja witzig, dass Sprat vermutlich nichts anderes heißt als Space Rat. So, das muss weg. Das darf weg, das darf weg, das darf weg, das darf weg, das auch. Die Pistole auch. Ja, auch diese Pistole. Brauche ich ja nicht.
Ach, das hier mal weg. So. Und hallo Sun Lee. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Herzlich willkommen. Freut mich, dass der Twitch-Chat jetzt mal keine Faxen mehr macht. Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? You call those traps? I've seen nana peels that were more dangerous. Well, you don't gotta be mean about it. What are you doing out here anyway? Let me take a look at your wounds. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last Spratwurst an hour ago. So, what's with all those traps? Cave like this makes a handy place to store goods or hide out for a spell. And the traps usually keep gawkers out. I want to know what happened here. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. You think they're dead? The Marauders knew we were coming. Rigged the bridge with explosives and everything. If they found us, my guess is they found the client too. Where the Marauders go? Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook, just as soon as I've caught my breath. Okay. Nein, nicht schlafen. Wir schlafen nicht. Wow, you got that? Yes, I got that. Sehr schön. Ach, alles mal klauen hier. Braucht der Junge eh nicht mehr. So. NASA-Satellit entdeckt bewohnbaren Planeten. Ja, jetzt ist die Frage, ist er, ja, wie weit ist er entfernt? 100 Lichtjahre ist halt schon ein Stück weit. Im Vergleich nicht weit weg, okay. Die Frage ist, kriegt es die Menschheit hin, sich zusammenzuraffen, sich nicht umzubringen und gemeinsam irgendwie ein Raumschiff dahin zu bauen? Ich bezweifle es. Yeah, don't wait on me. I'll head back to Fallbrook in a spell. Okay. Eine Seite immer Tag, die andere immer Nacht. Das ist spannend. Okay, wir müssen wohl anscheinend hier den Hügel hoch, um die Marauders zu finden. Gerade gemeint. Schauen, was wir hier gleich finden. Wenn es weiter so Lunatics wie Moss gibt, die Gas geben, anstatt nur zu labern. Die Frage ist halt, wie lang hält sich unser Planet noch? Weil aktuell sieht es gerade echt scheiße aus, muss ich sagen. Damn, but
Oh, shit. Okay, hier sind auch ein paar Minen gepflastert. Fies, fies. Oh, Neji, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schön, dich mal wiederzusehen. Everyone all right? Und auch vielen Dank für deinen Follow. Wie geht's dir denn? Was macht deine Trainerstelle oder deine Ausbilderstelle, besser gesagt? Rockt oder floppt? This is new. The way the edges are burnt. I guess people did this, not the wilds. Einige Pappenheimer. Ja, es ist doch immer dasselbe, oder? Aber gefällt's dir, macht dir Spaß. Warte mal, wo gehen wir gerade? Achso, hier waren wir auch schon. So, ja. Ausbildungsmodule. Krass. Was ist das jetzt eigentlich für ein Clan, in dem du drin bist? Also auch wieder ein Arma 3 Clan schätzungsweise, ne? Genau, Neji ist ja einer der Leute, die mit mir in Spartans Arma 3 Clan war. Leider wurde der jetzt aufgelöst, nachdem wir eine lange Zeit sehr geringe, beziehungsweise keine, also einfach zu geringe Aktivität hatten. Das fand ich, muss ich sagen, finde ich sehr schade, weil ich mochte die Spartans sehr. So. Was geht denn hier? Also wir könnten einfach mal den Sniper da oben ausschalten. Es wird halt nicht leise sein, aber ja. Don't mess with us. Anscheinend leise genug. Please, you don't have to do this. Just let us down from here. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. I gotta get over there, Captain. Maybe they're still alive. Ah shit. Waren wir zu spät? Warte mal, Save Game. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was passiert, wenn ich hier lade. Wo kommen wir denn da hin? Die österreichische Armee Gebirgsjägerkommando. Okay, krass. Reden dann bitte alle auch mit so einem österreichischen Akzent. Das wäre super. Das wäre witzig. Wo sind wir denn gerade angekommen? Achso, da sind wir gerade. Okay, warte. Das heißt, es ist gar nicht so weit, was wir jetzt gelaufen sind, ohne gespeichert zu haben. Ich habe vorher total vergessen zu speichern. Das ist ja leiwand. Und den typischen Akzent. Das Witzige ist, wir sehen die ja jetzt noch nicht. Was passiert? Also, seriously, was passiert, wenn wir jetzt diese Dings dort abschießen? I gotta get over there, Captain. Maybe they're still alive. Shot, Captain. Mess with us?
Warte mal, jetzt haben wir ein Journal Update für Errors in Scene. Okay, nein. Also das geht leider nicht. Also wir haben die leider dort oben erschossen. Also ja, weggesprengt. Manche verstehst du kaum. Ich hatte jetzt kurz gehofft, dass wir eventuell, wenn wir aber die Fässer jetzt schon sprengen, dass wir dann, dass dadurch dann nicht getriggert wird, dass die Leute die erschießen. Genau, wenn der hier mal weggeht, schauen wir nochmal, dass wir den da oben ausschalten. Warte mal, schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ob wir die da oben retten können. Das ist die Frage, die ich mir gerade so stelle. Please, you don't have to do this. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Oh, we gotta get over there, Captain. Maybe they're still alive. Warte mal, wer hat denn da überhaupt geschossen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Okay, ich glaube, wir hätten es nicht ändern können, weil das ist einfach, weil, ne, also das da oben, die Fässer, die wurden halt abgeschossen von irgendwo. Okay, schade, schade. Ah, dann konnten wir da jetzt nichts ändern. Ah, cool, dass du Spaß hast. Freut mich total. Es ist zwar wirklich, wirklich schade, dass wir dann vermutlich eher nicht mehr so miteinander Arma spielen werden. Aber naja. Nicely done. Life is life und so. Vielleicht kriegen wir es anders irgendwie hin. Schade, schade, Schokolade. Ja, die armen Wissenschaftler. Ich wollte sie ja retten. Aber die müssen sich auch an die dümmsten Stellen hinsetzen zum gerettet werden. Ne? Das ist halt unmöglich. Mach das. Hacking Skill too low. Ja, das werden wir doch gleich mal fixen, indem wir hier auf Hacking irgendwie drauf Punkte werfen. Glücklicherweise haben wir da noch welche. Hacke, hacke, hack. Alarm status offline. Note, the next person who sets the alarm off as a joke is getting the lost time taken out of their paycheck. It was funny the first time, not the last 27. View logs. Log 49. UDLs committed to the safety next. Alarm triggered at 12:39 by Chambers. Receiving transcript. Chastity, everything okay? Sorry, I can't find my keycard. So you set off the alarm? You could have knocked. Alarm triggered at 5 p.m. by Powell J. Marauders, help! Everyone looked at lockdown protocols. Powell, how many do you see? They're everywhere. Come on, I need details. Okay, check up your ass because I'm pretty sure you've got something locked in there. Lodged in there, for the love of. Alarm triggered at 2 a.m. What is it now? Sorry, cost my Lee card. Chastity, are you drunk? Chastity, no. 04. If I have to deal with one more false alarm, I'll... But not before I've... Fish sticks. Architect balls, are you asleep out there? Oh, no. Just get inside. They're really here this time. I'm not falling for that. Get back to work. I mean it, we... okay.
Chastity, if you lost the keycard again, I'm cutting your monthly fizzy tea rations in half. Ach nö. Here we go. Sehr nice. Haben sie rausgelockt. Das ist ja cool. Ja, und der Kollege hier drüben noch. So. Bart. So, dann gehen wir mal rein. Leider ist der Computer kaputt. Kriegen hier ganz viel Stuff. Ins Terminal Lab. Oh, was ist das denn? Genau, wir müssen uns merken, dass da diese Keycard rumliegt. Ich will die aber jetzt nicht aufsammeln. Weil ich will lieber die XP fürs Hacken bekommen. Und fürs Lockpicken. Als dass wir einfach die Keycard verwenden. So. So. Research data. Transfer files 6. Project Lorem Ipsum shall result in a potent, most non-lethal crowd control gas for use against rioting, agitated, or excessively numerous crowds. Rich sulfur pockets make Monarch at a prime site for testing experimentation. Early results show promise, but further research is necessary. UDL disavows all knowledge of and responsibility for Lorem Ipsum. All data in this report is considered proprietary knowledge of UDL. Okay. I suggest just reporting in to let you know the lab's all set up. We found a good sulfur pocket to drill into, so the data is coming in, but this place smells awful. The only local we've had to make contact with is the sublight boss in Fallbrook. She doesn't ask questions, but I'm pretty sure she's gouging us, and we all getting sick of expired sister bits. Oh well, the Sanders. It's supposed to smell awful, that's the point. And I don't care what sublight is charging as long as it keeps your presence there quiet. If word gets out, we're going to spend the rest of our life in corporate re-education seminars. I don't want to hear from you again until you have a working formula. Once we've got that, you and the rest of the lab rats can come to Byzantium and live on cacao ribs for all I care. And come up with a better name for the project, something flashy and catchy, but that the rest of management will take seriously. Maybe Waterloo or Danger Burn. I'm sick of my boss asking me why I'm forgetting to fill out parts of my report. Alternate project titles. Restricted by user power. Heck. If Waldas wants a better title, see how she likes these. She's going to be furious if she ever finds this list not covering for you. Make sure these are good and hidden. Thunderdog, Eggs Mayhem, Skunk Parade, fuck you Waldas, I want my race. Okay, whatever. So. Ah, das ist das Weapons Terminal? So lame.
ob ich die alle beklaue. Weil alles ist meins. Alles meins. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich hier eine Testwaffe davon bekommen. So. Ah, okay, ist tatsächlich hier. Und Hacking Skill too low. Das ärgert mich ja schon ein wenig. 100. Ja, 100 bekommen wir nämlich noch nicht hin. Okay, das heißt, wir brauchen doch die Keycard von hier oben. Schade. Nase läuft gerade, sorry. Oh, irgendwie hat da plötzlich die Nase ganz fies gekitzelt auch. Und ja, easy. Ich hol mal schon was trinken. Prost. Definitiv eine gute Erinnerung. So. This terminal is only to be used by UDL personnel with S564 clearance. If you are reading this without S564 clearance, please report to your supervisor for immediate termination and disciplinary action, including but not limited to fines in excess of 100,000 bits, detention in a UDL authorized incarceration center for up to 349 months, and a letter from Chairman Rockwell expressing his extreme disappointment. Letter not actually written by Chairman Rockwell, however, it is an approximation of his tone and vocabulary with a 99.8 degree of accuracy, so you should still feel very ashamed. Research data. After successful trials, management has decided to put Project Not a Toy on hold. UDL will instead pursue project with a wider area of effect for more practical large-scale crowd control. Before anyone asks, this does not mean I'm unlocking the gun, it's still off limits. Early results are promising. We've managed to increase the surface tension of the gloop to create a controlled and predictable spread of the substance. Management wants a catchier name though. Note, I told Powell we are not calling the project Sticky Bits, but he refuses to refer to it as anything else. It doesn't even make sense. The glue particles are nearly frictionless. Log 57. Powell and Chastity have started to show interest in the project, which should be good, but their trials seem to involve covering various hard-to-reach surfaces in gloop and launching expensive equipment at them. I'm going to have a talk with them. 58. Someone filled my underwear drawer with gloop. I have theories. 143. Chastity used the gloop gun in our office paintball game yesterday. She said it was a mistake, but this is the third time she's made the same mistake and she managed to cover the door panel with this stuff. Damn thing's been going haywire ever since. Do you know how hard it is to clean gloop? Chastity doesn't, because every time I pull out the latex and solvent, she remembers she got actual work to do. From now on, I'm locking the damn gun up. Okay. Unlock Gloop Gun Containment Unit. Das hört sich sehr witzig an. To confirm that you're an authorized Universal Defense Logistics Security Specialist, please answer the following question. You are attending a company meeting at HHC headquarters in Byzantium and vile dissidents attack the building. What is your priority? Warte mal. Ich will wissen, ob man das ohne Hacken schaffen kann. Und wenn ja, wäre das absolut unsinnig.
Weil einfach protect the chairman. Proceeding with you. You're pursuing one of our many UDL personality security mega outlets and enjoying a fine selection of employee compliance equipment. When you're approached by a stranger, he makes an offhanded comment that could be construed as an indirect insult. Chairman Rockwell, what do? Berate him relentlessly to defend the chairman's honor. Okay. Question 3. You and your spouse have a healthy, loving relationship, but one day you discover that they have been reading unsanctioned stories to your stories. What do? Arrest your spouse and admit your children to a re-education program. Natürlich. Complete. Reminder, indoor use of this weapon will result in any cleaning fees being deducted from your paycheck. Have a pleasant day. Are you for fucking real? No. Ich will meine XP für den Hack. Wie dumm ist das denn? Man kann das durch diese dummen 3 Fragen echt öffnen. Das ist kein guter Security-Check. So. Hack it. Please enter password. Ach was, ich muss das trotzdem machen. Was? Please enter password? I don't know. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ah, okay. Berate him, rather to say, und dann. So, wir haben jetzt die Gloop Gun. Gloop. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt. Development of this weapon was halted when one of the scientists working on it was killed by marauders and the remaining team realized that no one understood her portion of the work. How the gloop is produced, how it counteracts gravity and how it creates and conducts electricity is unknown. Okay, wir werden die jetzt mal einsetzen. Gerade eine Pfanne Champignons gemacht. Oh. So ein Lied, das hört sich wunderbar an. Das hört sich gut an. Okay. Wir werden das mal so einsetzen. Ich bin schon gespannt. Okay. Okay, Family Matter. In Amber Heights. Wo ist es dann hier? Da. Ah, cool, da runter. Dann gehen wir da mal runter und schauen wir mal. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Einfach eine Pilzpfanne. Wie hast du die Käsesoße gemacht? Also irgendwie habe ich ja gerade wieder Bock am Kochen entdeckt. Also meine Freude am Kochen entdeckt. Und deswegen koche ich gerade auch selber so ein bisschen mehr. Und hätte Bock natürlich zu schauen, wie du die Dinge zubereitest. Ach stimmt. Micro, wie hat dir eigentlich deine Suppe geschmeckt? Ich hoffe, du bist wieder da. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Bei den Arcana-Clasts. Verständlich. Ski ab von Pilzen, aber in der heißen Pfanne, wenn sie Farbe haben, Zwiebeln dazu.
das hier? Sisty Jobs. Okay. Dann speichern wir hier mal. Gehen rein. Die glasig sind kleine Klecks Butter, Paprika, Pulver und Pfeffer dran. Mhm. Das kommt alles wieder so runter. Oh! Was? Die schweben davon? Wie witzig. Warte mal, die Stiele oder die Pilze selber vorhin? Also du hast gesagt, Stiele ab von den Pilzen und ab in die heiße Pfanne. Aber meinst du dann die Pilzköpfe oder die Stiele? Ja, continue. Oh, super witzig, dass mit der Gravitation funktioniert. Was? Oh. Wir hätten drin speichern sollen. Ja, ich schneide eigentlich meistens immer nur so den unteren Zipfel ab. Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting we're out of pamphlets. Gosh, blast it. So, der Arma 3 Clan. Wir sind, also du meinst vermutlich das First Spartans Clan. Der ist jetzt mittlerweile leider, ja, quasi aufgelöst. Und ein Großteil davon ist jetzt bei den Prätorianern untergekommen. Die prätorianische Garde, weil wir haben anscheinend leider gerade nicht mehr so viel Aktivität gehabt. Und dann wurde entschieden, sich aufzulösen und dann einfach bei anderen mitzumachen. Reicht aber auch leider brechen dann. Ja, das passiert. Ansonsten kann man auch einfach den Krempel wegmachen und dann einfach nochmal die einfach aus den Pilzköpfen rausbrechen und dann oder halt abschneiden und dann die Stämme trotzdem verwenden, also die guten Teile vom Stiel. Ja, finde ich auch sehr schade. Ich mochte die First Spartans auch sehr. Aber naja. Gerade aktuell ist es bei mir eh schlecht mit Arma 3 spielen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil dadurch habe ich irgendwie dann ein halbes Jahr lang eigentlich quasi Spartans verpasst. Und, genau. Aber vermutlich, wenn dann Arma 3 wieder funktioniert bei mir, werde ich einfach zu den Prätorianern mit dazu gehen. So. Warst du denn eigentlich auch irgendwie mit involviert oder hast du einfach nur gerne zugeschaut? So, you're offering me a pamphlet you don't have? I'm so sorry. It's a habit, I suppose. We used to have plenty, but we ran out of paper and ink. Ever since the corporations left, it's been hard to come by the basics. But you know what we do have? Freedom! This is the only place in Halcyon you'll find it. No corporations, no shackles, no problems. No problems. What about Raptidons or Marauders? Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. One big family, huh? That's a nice way to think about it. Graham would be our father. I suppose Zora might make a good mother if the two of them could stop arguing. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them.
Tell me about Graham. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Willkommen zurück, Jamun. Wie war deine Suppe? Und vor allem, was für eine Suppe? Ich habe irgendwie gerade total viel Interesse an Essen. Also irgendwie habe ich gerade wieder Bock zu kochen und deswegen. She's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Ach, das ist ja nett. Where can I find them? Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Alright. Why are you here and not in Stellar Bay? Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. I wasn't around back then, but they say a lot of the old MSI corporate folks died here. He calls it a spiritual metaphor, something about rising from the ashes. Okay, got it. But hey, before I go, I'm looking for a Tucker. Have you seen him? The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Alright. Nee, das lag ja auch gar nicht an ihm, sondern es lag an mir. Examine. Request list. Branson maintains a record of strange special equipment requests beyond the normal farms, ammunition, and medicine that the iconoclasts burn through at an alarming rate. Most of his list is crossed out, but a few items haven't been fulfilled. Melt Bright Gel may not actually exist. Graham, Dissident Hunter number 17. Huxley, Anti-Cleo Wrapped Be Gone also may not actually exist. Huxley, any book on terminal repair. And Carl, Primal Glue Adhesives. Hey, Bronson. Welcome to the Emporium. I'm Bronson. Co to zrobić? Euro store out here? It ain't really a store. Think of me more like a quartermaster, and a chef, and a handyman, and whatever else we need. A quartermaster for the iconoclasts. We gotta eat. Eating means hunting. Hunting means armaments. We used to let people take what they will, but then some idiot shot some other idiot over cards. So Zora set up a system. You fuck up, you don't get to buy gear. You play nice, you do. Anything you need help with? Yeah, plenty. If you're the type to fix a thing or two, I've got a couple reports I need to follow up on. The pipes up on Milton's house burst. Someone needs to shut them off. Then there are the cables outside the bar. A sprat chewed through them, and now they're spitting lightning. Then there's the old guardhouse, outside town on the way to the old Bayside Terrace. Someone needs to reset the comms breaker there. Wow, things are really falling apart around here. That's one way to look at it. Another is, those are the only things in this whole fucking town that are broke. Maybe we appreciate that. Mister, there's something I've been wondering since we got here. How do you protect your wires from sulfuric degradation? Oh, easy. Most of the wildlife here seems to tolerate the sulfur. So we wrap our copper in wrapped bits. Hides, tongues, whatever's pliable. Huh, that's creative. Alright, if I get a chance to fix up, I'll update you. I ought to tell you. Most of these systems are routed through one of our terminals. You might be able to handle some of them remotely if you know your way around a computer. We sent Milton out to check on the comms tower a while ago. Ain't heard back. I'd wager he got 8. Where's the terminal? Up the hill. It's right on the cliff's edge. Alright, I'll let you know if I get 8. Erstmal all Shit hier wieder verkaufen, den wir angesammelt haben. So viel Shit.
So. Alles weg hier. Okay, gut, endlich. So, Kartoffelsuppe aus der Tüte. So ist lecker war. Direkt mal anfangen wieder zu klauen. Alle klauen. All I'm saying is it ain't worth it. It's gonna taste like sulfur all the same. Nuh-uh. Taro's got that sweet blood. So? You gotta boil it or you'll get sick. Then all that sweetness takes the air anyhow. Nah, don't boil it. We're gonna get sick all the same. Might as well enjoy it. Don't boil? Do you want the runs? Better than tasting sulfur and dirt every damn day. One way to look at it, I guess. So, dann schauen wir mal hier lang. Trash cube. Yeah, look at him. He just keeps making it. Fucking weird, Carl. I don't think he can hear you. He's in the zone. The trash cube zone. You gotta admit, they're convenient. Fit together real nice. Trash is trash. I don't care what shape it's in. I guess. Ich fänd's witzig, wenn er Wally heißt. Aber er heißt Carl. You meditate today? If not, you should. Und ich muss zugeben, ich hätte jetzt erwartet, dass man mit ihm sprechen kann. Liegt da einfach eine Waffe rum. Okay. What the hell? Ich glaube, das ist dieses... Okay. Wir sind rechtzeitig hingegangen. Kaum wieder da ist. Die Tage macht einen dicken Pott Grünkohl. Dann lass es schmecken. Post halt auch... Kannst auch Bilder posten, wenn du magst. Hier in... Random Bilder, weißt ja. So, Ash. Ich finde, das Gesicht sieht so krass gut aus, ey. You say that like it's a problem. Not for me. Maybe for you. Come out here looking for some better life, kid? But life? On this shit all moon? Ain't that the fucking truth? Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Heartbreak? What happened to you? A great many things. I'll tell you what. You want to listen to an old man ramble? Might be a job in it for you. I used to run with a squad of mercenaries here. Good folk. Fella named Lamont introduced me. Thing is, I ain't seen them in an age. Stands to reason they got themselves ate. Mercenaries, what they Mostly do? we protected folk from the beasts here. If it spat, scratched, or stung, we'd kill it for you, so long as you had the bits. We split ways around the time this twice-fucked moon got abandoned. Thing is, I got myself some fond memories. We had some keepsakes of ours we kept in a lockbox, and I've been thinking about seeing it found. What if they're still alive? I'll be glad for it, but I ain't stupid. This planet tends to get people killed. I just want some closure.
Der Streamlag hat verschluckt, dass du deine Essensbilder doch in random Bilder reinpacken kannst. You want mementos? What, photographs or... Thereabouts. Can't you find them yourself? Getting on in years, kid. Legs ain't working like they used to. Sulfur burns a little too long in the lungs. This joint's looking like my last home. Alright, one lockbox coming right up. Appreciate it, kid. I'm marking outposts on your map. You spend a lot of time out there. Might be a good place to start. Here's a key for the door. Alright. Cool. Recipe list, a handwritten list of recipes. One stands out from the rest. Raptor brains. Clean and boil brains, let dry, preferably under a spore tree. Season with sugar, AC, nutmeg, and paprika. Boil and filter a ladle of taro blood. Soak brains overnight. Cook 10 to 15 minutes on a low fire. Ooh. No, thank you. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Auch wenn ich die ganze Scheiße gar nicht brauche. Einfach mal den Hut vom Kopf wegklauen. So. Alles geklaut, alles weg. Kann mal weitergehen. Und hier mal noch ein paar bisschen Unsinn verkaufen. Mit Rezept wäre wunderbar. Rezept ist gut. Ohne Rezept ist quasi nur halb so witzig. Ja, 38. Huxley. Oh, hello. Good to see you again. Was zu viel in NSFW preisgegeben? Oh. Oh, tatsächlich. Arg. Ja, OnlyFans, ne? Hatte ich auch kurz überlegt, seitdem ich bei der einen gelesen habe, dass sie das jetzt machen wird. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwer Interesse hätte daran. You made it back. Damn right. Ain't nothing in the wilderness can stop me. Except being locked up. How are you holding up? Well, on the way back, I twisted something in my leg, foot area. Where does my foot end and my leg begin? Wherever that is, it hurts. So, no runs for me for a little while. Time to kick back and relax. Without the kicking, I assume. Huh? Why?
Your leg? Oh, ha! You're funny. How'd you hurt your leg? I did a dumb thing. I was trying to get away from a terror ray. Usually, you can just get a ways from their nest and they'll stop following you. But this one was really persistent. Chased me for, I don't know, forever. Scratched me up black good. I barely got away. Then I tripped over a void damn rock. A rock! Not even a slippery one. How long will you be out of commission? Till it stops hurting, I guess. Zora says I'll be fine in a month or so. Sorry to hear that. See you around, Huxley. Ein bisschen schade. Ich hätte es gehofft, dass man noch irgendwas für sie tun kann. Oh ja, lass mich gebrauchte Kondome verkaufen. Warum liegen die auf diesen Dingern? Und dann ist immer noch... Like a nice little town, except for all the dead critters. The folks in Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you. Die Frage ist halt immer noch, wer sowas kaufen würde. Die Easy. Ist nicht übel, soll auch nicht böse klingen, aber ich glaube, dafür rufst du nicht genug Thirst hervor. Uff, gedisst. Hart gedisst. Das heißt, wir brauchen hier erst mehr Thirsty Boys and Girls. Damit sich das lohnt. Gosh, that's clever. Das klingt sehr, sehr falsch, Sun Lee. Also wirklich sehr falsch. Just saying. Heard some. What was that? Not so fast. What? What do you think you're doing? Nothing at all. All right. Get out of here. Es ist super witzig, dass die in der Gegend rum dann schweben. Everyone all right? Here we go. Es ist so gut. Flieg. Egal. Und Sassi, servus. Das Problem ist, so mit dem benutzten Kondom, das sollte man lieber lassen. Hinterher hast du plötzlich irgendwelche Kinder, die in der Gegend rumspringen. Ich glaube, da gehe ich lieber tatsächlich, und Dings hier. Was ist das dann? Mark Magazine. In this copy of Dissident Hunter, a hero braves the dangerous hellhole that is Monarch. Numerous edits are scratched into the text, and a number of the villainous dissidents have met musters and heads drawn onto them. Yeah. This is Huxley's terminal. Stay out, that means you. Okay. Ja. Ja, nein, da gehe ich lieber zur Spermabank oder so. Due to external damage, this device can no longer store more than 4 logs. Please contact your assigned terminal engineer to replace the storage device. Currently available entries. First, dear diary, Graham taught me how to meditate today. You close your eyes and you breathe in real deep and try not to cough. Then you just listen to yourself.
You know how sometimes you'll be hiding from a mantiquine and you're trying to be quiet, so you focus real hard on your breathing and you can hear your heartbeat and you think, how can this mantiquine not even hear me? And all of a sudden you have to sneeze, and it reminds you of that time when you were coming back with the delivery, and as you were putting it on Zora's table, you sneezed and it slipped and a bunch of things broke. Meditating is like that, only you're supposed to think of these things on purpose. Graham calls it, I don't remember what he calls it, Racco's something. He says it's your own eternal truth bubbling up to the surface, and the meaning you remember are what you're supposed to focus on and trying to improve. When we meditated, I mostly remember that sitting on rocks hurts. Maybe I'm supposed to toughen up my tailbone. Dear Diary 2. Zora's real smart, but you know what? Sometimes she can be such a bitch. I was supposed to get some info for her from Cascadia, but I couldn't find a way over without going through Marauders. So I gave up and stopped in at Fallbrook to pick up some supplies instead. While I was there, Chastity dropped in for a few games of whist. She was so cool. She's so cool. She's always playing games there. When I lose bits, I get real upset. I don't have much, so losing what I have, it hurts, you know? But Chastity can drop thousands on a single game and she's fine. Well, sometimes she drinks a bit and slams the table and storms up, but still, maybe she's cool about it and I admire that. Anyway, when I got back, Zora yelled at me because I was a little late. Something about medicine not getting here fast enough. Graham just said to try not to lose track of time on my next run, and I promised I would. See, that's how you teach someone. Don't get a yell and make them feel bad. Will ich diesen Schnurrbart? Als T-Shirt. Welchen Schnurrbart? Meinen? Ich bin verwirrt. Ich weiß immer noch nicht, was da geht. The NSFE chat, eh? Today Zora gave me permission to buy ammunition from Bronson. I don't think I want to, but she said I should just in case. But guns are really loud. I thought I'd just run away then shoot one. Still I'm kind of proud. Zora said it was like a promotion for something I found in the wilderness. I think it's a code for a door. I'm not sure why it's important. I can't even get near the place without getting attacked. I asked her what a promotion is, and she smiled in a really sad way and told me I shouldn't worry about it. Dear Diary, this will be my last entry. Sorry Diary, you've been a very good listener, but our time has come to an end. This terminal was making a horrible beeping noise yesterday and someone smashed it while I was out. Now I can save more diaries. Milton can't fix it, plus he says I should stop coming into his house to write when he's not around. Whoever smashed Boo Terminal, if you're reading this, suck sulfur. Komm, wir fixen das mal. Können das nämlich hacken. Probieren wir das. Storage capacity increased. Logs prior to the most recent 4 entries are unretrievable, but new entries may now be saved. Cool, dann können wir jetzt zu Huxley gehen und ihr sagen, dann kann sie sich da wieder ein paar Einträge machen. Voll knuffig. Keine einzige Bohne? Das hatten wir witzigerweise schon mal als ein Teaser für... Warte mal, finden wir das vielleicht nochmal irgendwo? Okay, warte mal, wir schauen mal kurz, was dann mit den Extensions los ist. Wird mir die Extension angezeigt? Mir wird die Extension gerade auch nicht angezeigt. Das ist natürlich seltsam. Warte mal, wo ist dann Created Dashboard, I guess? Open. Die ist aktiviert. Muss ich dann noch was konfigurieren? One last tab. Please close the window. Okay.
Interessant. Die war irgendwie nicht mehr aktiviert tatsächlich, die... Sorry, Kinders. Die hat sich irgendwie deaktiviert, warum auch immer. Ich habe die nicht manuell deaktiviert, deswegen ist es seltsam. So. Genau, also. Es kann sein, dass ihr nochmal auf F5 drücken müsst, aber jetzt, spätestens jetzt, sollte wieder alles funktionieren. Warte mal, wie sieht's denn jetzt... Warte mal, wie sieht denn jetzt der Dings da aus? Ich drück mal selber auf F5 und schau mir mal den Stream an. Ich sehe gerade gar kein Overlay, auch gut. Ist natürlich auch okay. Sehe ich gar kein Overlay mehr. Schön. So ein Mist hier. Was soll das denn hier? Okay. Ah, gut. The Random Bilder. So klein. Das Essen von Ripper sieht auch sehr gut aus. So klein. Das ist halt wirklich schwierig zu lesen. Ist das denn überhaupt zu lesen? Jein. Naja, okay. Naja, it is what it is. So, reden wir hier mit Huxley. I found your terminal. Fix it up for you. Oh, in Milton's place? Oh my gosh. Thank you so much. Me and my diary have got some catching up to do. See you, Rat. Blöd, dass es jetzt nicht mehr so convenient da ist. Lülülülülü. Erstmal. Die 4 Bohnen sind... Hä? Die von der Arena? Die solltest du aber noch normal bekommen, oder? All these kills recently? No good meat on any of them. It ain't right. How many good folk we gonna lose to our missions? That's just the way of it. We gotta earn our keep out here. That don't mean we ought to be following her into the jaws of a manticore. You'd rather sit on your thumbs and starve? No. All I'm saying is she gotta be more careful throwing away lives like that. Okay, da scheint wohl ein bisschen Missmut zu sein. Dun, dun, dun. Ja, kommt ihr mal rein. Da können wir die Türe zumachen. Können wir noch ein paar Dinge mitnehmen.
Was? Warum? What do you think? Nix. Mist. Genau da kam ein Lappen rein, ey. Ja, ja. Das hat nicht so gut funktioniert. So, jetzt müssen wir kurz wieder zur Hackle rüber. Hat ja richtig gut funktioniert, ey. Oh. I learned a new. Warte mal. Hä? Warum? Ja genau, macht mal ein Duell um 50. Das alles andere ist doch langweilig. Warte mal, warum konnten wir... Ich bin da gerade etwas irritiert. Hatten wir das hier schon für Huxley gemacht? Scheinbar. Ah, so. Willst jetzt mir ein Duell machen? Okay, come on. Zeit für ein Duell. Zack, Needham. Damn. Huxley, stay off this machine. I know your terminal is out of storage, but if you break this one, things are gonna go tits up around here. Anyone else, long as you know what you're doing, go ahead and clear work orders whenever you can. Work orders. Steam coming out of the roof. Description: the pipes on top of my house are gonna burst. They're leaking steam. Someone's gotta fix this before they explode. All the steam hurts somebody. Reroute the water. Haven't heard from the Rapt House. We ain't heard from the Rapt House in a while. I sent Milton over. Ain't heard from him either. So I need to go check it out. Okay. So, fixed. Dear diary. Dear diary. Eat it. Haha, hey Zora, I figured out how to add work orders. Medical examiner's residence door sealed. Description: the door to the examiner's residence above the med base stuck and is completely sealed. Can someone get this thing open? Engage remote force. Door level operate. Gedoodle. Alles gemacht. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? That's Captain Tyler Toronto. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Huh? Tucker, you're Agnes' little boy from Stella Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? I'd hope she'd accept my decision. She made it seem like you were in danger, asked me to rescue you.
According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Oh Mann. So, wir können jetzt verschiedene Sachen. Also Persuade, das finde ich echt ganz gut. I'm getting that reward. Either you go back or I beat it out of her. So what do you want about it? She'll keep sending people to look for you. You're going back to one way or another. Ich mach das Persuade. Sasi, mehr Boden sammeln hier. Running away is for cowards. You need to face her and show her you've grown. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? You've survived outside of Stellar Bay for weeks. Show her the skills you've learned. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Good boy. Good little boy. Go to Mama. And tell her that you're not her son. Her little boy anymore. So, sehr gut. It ain't right. How many good folk we gonna lose to our missions? That's just the way of it. We gotta earn. Genau, kommt mal hier beide rein. Pavati. Dankeschön. Das speichern wir nochmal. Nicht, dass so wieder sowas Dummes passiert. Wie gerade eben. So. Cutlass Rioter. Agitator. So this is not an interesting bar. A manta queen. Yeah. We felled it, mind. But we lost 2 runners and 5 gun hands. A total failure then. So much for the ruins. And hell only knows where the Van Oys are. They never showed. I'm sure they're... Ah, let's talk later. It seems we have company. Ach, Ivo. Ignoriert mich. Ich bin hier nur gerade am Klauen. Musst dir vorstellen. So ein Lappen kommt so bei dir rein, in dein Haus. Und du untersprichst das Gespräch und willst dich eigentlich gerade dem Gast zuwenden. Und dann klaut er dir einfach nur die Bude leer, der Sack. Oder in unserem Fall die Säckin, wir sind ja weiblich. Welcome to Graham Bryant's personal conglomeration of notes, theories, and findings regarding philosophism and how it informs our lives. I've organized into 3 categories: the iconoclast, the housing colony, and the universe. Dann housing colony. The board lies. The board vastly overestimates authority and grasp on power. Without the Earth Directorate's military might to back them up, they would not be able to maintain their life-draining grip on the colony's throat. They spread lies and misinformation to confuse and oppress the masses. Perhaps that's one of the reasons they have not allowed any colony ships since the Hope's disappearance. They've had 70 years to condition their good little workers to follow their directives unquestioningly. The lies become more and more transparent as the years pass and will soon be too obvious for even the most deluded colonists to see. Depression must end.
A man from Byzantium told us of an acquaintance who had been arrested for carrying philosophers' texts, not teaching, not evangelizing, just carrying. They oppress any truth that threatens the corrupt structure. Is this that what we want? Do we want to live in a society where we can be sent to Tartarus for our beliefs? No. Their workers' minds are poisoned, their will shackled, their dreams hamstrung. This can stand no longer. We must tear this entire regime down. Oh, das wird witzig. I hope to someday publish a greater work in which I can more expansively lay out what is so clear to me, that our society's obsession with the corporate life has stifled and crippled humanity's ability to grow. Alas, for now, I can only collect my shattered thoughts into this barely functional machine. In my younger and more vulnerable days, I bought into the attraction of a corporate ladder, a measured, quantifiable way with which to judge oneself against one's peers. It provided motivation, meaning. Yet my spirit longed for more than just a paycheck. It yearned to reach out and connect with my fellow men. It sought a connection, it sought kin, it sought a familial unit. The corporation claim they are that familial unit, but they treat us like pets. We beg for scraps at the table. If they are so kind as to drop one, we praise the ground they tread on, while they usher us into kennels called homes. We attach ourselves to contractually obligated familial units, strangers to whom we share no more connections than employees seeking to empower themselves by our unions. We bear children out of obligation to executives who demand a constant workforce. We slave away in a vain hope that someday we too will be like those executives, until the day we die and are processed, burned, and filed away as another tick on human resources paperwork. We have built ourselves into a cold, unthinkable, efficient machine, and in doing so have abandoned all the warmth humanity is capable of. I'll weep for us all. Andrew Teshi showed us that. Wie geht's dir denn? Sanjay and the betrayal of his truth. I often recall my former friend who once sought to dismantle the corporation, as I still do. When he took ownership of our corporation, I held him in such contempt. I called him a coward, a betrayer. He was becoming the very thing we hated. I'm not so sure. Recently I've come to accept that his heart was more closed than mine. I cannot accept every man to be able to open himself to the eternal truth as I have. Some are just not capable. And so it is a tragic thing. Tragic that he is weaker than I had hoped. That he cannot fight for a cause. I can empathize with that tragedy. Should a day come when the metal of our spirits clash against one another, that empathy will shield me from guilt. Like the board, he now stands across our path, arms crossed, stubbornly resistant to the eternal truth. Like the board, he spreads, nay celebrates, the poison that cripples our society. Like the board, his stubbornness will only blind him to his inevitable fall. Tragic. Oh, das ist aber schade. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass er Bock hätte, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, aber das klingt nicht so gut. Aber wie geht's dir denn, Ritashi? Genau, wir lesen hier gerade durch Grahams Terminal durch. Das ist ja der Anführer der Iconoclasts auf Monarch. Und genau, wir müssen uns noch vermutlich noch entscheiden, wen wir unterstützen. Aber gerade aktuell würde ich eigentlich Sanjay unterstützen, weil er ein ziemlich nicer Typ ist so. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob wir die Entscheidung nachher treffen dürfen. Aber so ein bisschen fühlt sich so an, als könnten wir das. Access files on the Iconoclast. Personal thoughts regarding Zora. For someone who's so committed to the Iconoclast way, I fear that Zora is slipping off to the true path. More and more, I fear her attachment to the materialism of her oppressors sways her decisions, more than a search for the guiding truth that will save us. She often tells me that our people are hungry. I agree. The spirits long for fulfillment, much more powerful power than any pang on any empty gut. Ja, Dude, wenn eure Leute hungrig sind, dann sind die nicht hungrig nach Erlösung, verdammte Axt, dann sind die hungrig nach Futter, du Depp. Teaching notes. Of all the things to motivate a person, and finding freedom has been the most powerful. Many of them still remember being slaves to the corporate structure. Recalling those painful memories lights their fire anew. A man from Fallbrook stopped through on his way to Stella Bay. After thumbing through a pamphlet, he asked me how we can survive without money. I found an appropriate metaphor in gas masks.
When clearing a mantis swarm nest, we wear masks to ward off poisonous fumes. Even after the nest is cleared, the fumes may remain for some time. Thus, we wear the mask until we are safe to breathe. Until the very last dregs of our poisonous corporation societies are gone, the attachment to bits will remain, though their use is uncomfortable and though they stifle our spirit, just as the masks are ill-fitting and limit our vision. We must persist with them until we can cast them aside. So, as our numbers grow, I find that more and more of our population turns to the written word of my pamphlets. I'm happy to continue making them, but I must find a more efficient way to print and distribute this reading material. I wonder if that old printing press might be convinced to run once more. Wouldn't that be something? To return to my duties as editor in the publication, only this time of my own control and not stifled by the rules and regulations of style guides and grammar books. Nobody will tell me where to put a comma. I'll put them where they belong, as decreed by the eternal truth. Dude, aber Grammatik ist schon wichtig. Uff. Aber jetzt schauen wir mal, was kann man denn zum Universum so aus ihm rausbekommen. Influence drift. When I realized the truth of philosophism, I immediately wondered how I can be the first to recognize the poisonous spiral that has shaped our society. Then one day I was talking to, of all people, Huxley. She once lamented that she'd like nothing more than a pet canid. I confess to know very little about animal behaviors. I'm much more concerned with the animal that is mankind, but I stressed that I didn't think such a thing was possible. She let it go, but some weeks later, Zora reported the stranger things. Stories of a marauder with a canid follower. I don't know if it had been cited here or on Terra 2, but I immediately thought of Huxley and her reckless, wild imagination. I wondered if she had told other people and if word had spread of the possibility until it wriggled its way into the mind of marauders somewhere. Ideas are insidious. If even a marauder, mindless husk that it is, can be convinced of an idea, there must be hope for the workers of this colony. Poisonous they are against the eternal truth. If we can shout so loudly that the truth inches its way into the collective consciousness, I'm confident it will spread to the rest of the cosmos. Klingt ja alles nett und so, aber mal schauen, ne? It's very difficult to face the eternal truth. That everything happens for a reason, that life and everything in it is the will of the cosmic consciousness, can be a terrifying one. There's an urge among us all to control the parameters of one's life. This urge is so powerful that it suppresses the eternal truth simply by existing. Mankind has not shed the weight of its own shackles, and so find that spreading philosophism is unnecessarily difficult. But the universe cannot suppress it forever. Biology changes, creatures adapt and evolve. We overcome our urges for the better of our species. Someday, our minds will be more open to this idea. Until then, I must not abandon hope. So, jetzt haben wir uns ordentlich den Mund fußlich geredet. Jetzt wissen wir so ein bisschen mehr... Oh. Ups. Jetzt wissen wir so ein bisschen mehr über den Kollegen hier, finde ich, ja. Und jetzt können wir ein bisschen besser mit denen reden. Jetzt die Frage, mit wem reden wir zuerst? Ich speichere das erstmal. Weil ich glaube, er ist ein bisschen verstrahlt und sie ist schon realistischer. Also sie will halt schauen, dass die Leute halt wirklich überleben. Aber anscheinend hat sie auch so ein bisschen einen Wahn und macht irgendwelche Missionen, die so nicht sinnig sind. Sprechen zuerst mit ihr. Nice day, huh? A monarch anyway. Okay, das hat sich ja geklärt. A stranger comes to our home. If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. What do you teach? The truth that I have come to learn and embrace since shedding the corporate yoke. Out here, we survive by the sheer strength of our spirit. We have no need for the endless rules and red tape of a corporate structure. We do seem to burn through endless ammunition and medical tape, though. Yes, well, such is life. Our descendants will enjoy safety and luxury, but our generation is the foundation on which that future is built. Now, why have you come? I'm just looking for ways to help the people here. Anything need doing? Tell me about the Iconoclasts. The Iconoclasts are free folk.
We live under our rules, motivated by our own beliefs, all petals on the same flower of enlightenment. Meanwhile, the board strangles the will of its workers. It is the penultimate exercise of a poisoned society where people are enslaved by a corporate ladder. We seek to replace their way of life with ours. Philosophism is the key to unlocking their shackles. Verstrahlt so wie er hier, würde ich sagen, ist durchaus potenziell schlecht. Is this why the board has cordoned off Monarch? Oh, yes. Gunships hover in our skies, ready for the day they decide to come to our doors waving banners of war. The perception of visionaries is often tainted by the lies of their oppressors. A sad state of affairs, to be sure. All right. I've heard people mention an Amber Heights massacre. What happened? I'm sorry. As long as it's been, I'd still rather not speak of it. That was a painful day for us all. I can only imagine. Sorry I asked. It's fine. Perhaps someday I'll be strong enough to recall that tragedy, but today is not that day. I want to know more about your teachings. Awakening is available to all whose minds are ready to accept it. What would you like to know? I hear the word eternal thrown around a lot. What is it? Ah, the eternal. We are all part of the consciousness of the cosmos. Each of us plays a tiny role in the universe's continual journey toward understanding itself. You and I, and the rats and the mantis swarms. Divinity is in us all, and the eternal is that divinity. Even Ozai? Are there members similar divine? Everyone, regardless of ability to believe, is another facet of the universe contemplating its own existence. Okay, what do you mean by awakening? Point of no return. When your mind fully opens to the eternal truth. Every philosophist experiences it along the path to enlightenment. For many, it is the first brush with the cold of death, when they realize that all of their lives have boiled down into the single truth of that moment. Mine was witnessing my friend and colleague transform into the very evil we sought to combat. Now he runs MSI, just like the overlords before him. But his work is enjoying much more freedom than those of the board. Their leashes may be longer, but their collars are just as tight. Ach, niemals. Easy. Do you believe in a creator? Not in the sense of a single entity, fashioning the universe as a whittler fashions a flute. The universe came into being over time, organically, naturally, and without purpose. In that sense, I suppose you could say that, in the interest of finding its purpose, the universe itself created all living things. Right, but what started it all? Questions like these are distractions. It doesn't matter whether an entity sparked the universe or not. Only by pursuing the eternal truth will we find these and other answers. Okay, never mind. All right. Why have you come? I'm just looking for ways to help the people that are here. Anything need doing? A great many things, in fact. We could always use a hand rounding up supplies. Or... Now here's an idea. There's an old printing press I've been trying to get up and running. I guess you need to clear that. Indeed. But first we need the parts I ordered. Will you aid us in our cause? Sure. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which,
Where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Forget it. Huxley's still recovering. She won't be up for a run for a while yet. It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. MSI supplies you? One of our sympathizers. A woman named Carlotta periodically buys goods on our behalf from Stellar Bay's store. Stellar Bay has caught on, but they remain friendly, though the goods now come at a considerable markup. Huxley, the runner from the Northern Ruins. Hope to get out of here. So you're her mysterious savior. She sings your praises. That girl and her songs, so eager to learn, so bright-eyed, so tone-deaf. Where's the supplier? She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. Okay, alright. I'll be back. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges? Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Graham, if you need me, I'll be in triage. Oh, extra. Ich habe Geld genug, kann ich das nicht kaufen? Ihr Lappen. Gerade noch so, ey. Gerade noch so. Patients, Ezekiel manti-infested, tried antibioticals, no effect, alcohol poisoning, no effect, acid drip, no effect, current status no longer with us. Ronnie, fractured ankle left, current status, splintered, reset, recovering. Ivers, multiple bullet wounds, chest, arm, right, leg, right. Current status no longer bleeding, but out, but a couple of shells still remain. Recovery unlikely. Milson, acid burns, face, hand left, arm left. Current status, ointments, gauze, a lot of booze. Ja, du, die sind nicht so glücklich. Sorry about earlier. Graham and I don't always see eye to eye. Besides, we just got our asses kicked in the ruins. Not a great time to yammer on about his printing press. Sun Li, meinst du hier im Spiel oder meinst du im Chat? Besides, we're just gonna ask ignorance. You run the triage clinic here? Yeah, name's Zora. I've been patching up the iconoclast since day one. Whenever Graham's lack of foresight gets someone hurt, I get them back on their feet. If I can. Yeah. Do people around here get injured that often? You joking? It's Monarch. Can't set foot outside without being attacked by a beast or a marauder. Given the amount of patching up going on here, I'm guessing the ruins was a catastrophe. A Mantiqueen showed up out of nowhere. And I guess the gunfire attracted Raptidons. It was a damn bloodbath. You found a queen that far north? Wish I'd been there. You and me both, Nyoka. We could have used the help. Listen, unless this is urgent, I need to oversee the wounded. Need any help? You want to do us a favor or two? Go talk to Bronson. He's always looking to pass his work off on someone else. For now, I gotta get to the wounded. Welcome to Amber Heights. What? Sorry. Long day.
Schade. Ich hätte noch gern mit dem Dings gesprochen. So. Warte mal, stimmt, wo ist denn jetzt Bronson hier? I ought to mention, the Iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Everybody here looks wore out. Is it just me? Yeah, it's not just you. What are you buying? Hey, I fixed all your stuff. I'll be damned. Thanks for doing that. Here. Zora sets aside a bit or two for people who help out. Before you ask, no, it ain't pay. Just being generous to folks who do a good turn. Hey, thanks again for helping out. What can I do you for? Noch mal. Trade-technisch. Wir können Cowboy-Helme. Cowboy-Hüte. Wir könnten uns 3 Cowboy-Hüte kaufen. Das war doch super. Sollen wir das machen? Einfach was geht. Das wäre doch eine Idee. Komm, wir machen das einfach. Und dann kriegen alle. So. Joker. Was kriegst du für einen? Du kriegst den hier. Und Pavati. Sie kriegt den weißen. Und dann müssen wir uns einstellen. Gameplay. Show Player Helmet. Show Companion Helmet. Sieht doch wunderbar aus. Ach, ist das gut. Ja, sieht doch gut aus. Nein, die Weihnachtsmützen sind weg. Nein. Who knows? Okay, wo ist das dann hier? Mal schnell hier rüber reisen. Hey, nice. Hey, I know you. Boss says you've been real helpful, like. But, we got this handled. We appreciate but do not require your assistance. That's my nice way of telling you to sod off. Yay! Oh, Mojo. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. Trink was? Okay, okay. Ich trinke ja schon was. Und herzlich willkommen, Mojo. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? What's going on here? We're fixing a leaky generator. What's it to you? Why out here fixing a generator in the middle of nowhere? Why are you asking me questions instead of sucking sulfur? Get out of here. Let me handle this and I'll give you the credit when I report to Catherine. I don't know what your angle is, but... Alright. Be sure to tell her how hard it was to fix the generator. You know, after you're done fixing it. Geht mir auf den Sack halt. Ah, cool, sie verziehen sich allesamt. It's too quiet. What are you up to out there? Hello? Do you have a moment to talk about our salvation through the order of scientific injury? You can't be serious. Who are you anyway? I'm Tyler Toronto. Graham sent me to collect supplies. Oh, finally! Tell Graham that this is the last run I'm doing. Sanjar's declared a stop sale to you lot, but even if he hadn't, I'm not risking my neck anymore.
Erstmal reinkommen. Alles klauen. So, Tiere zu. Zieht. Ich finde es schön, dass es nicht stört, dass wir jetzt gerade alles ausräumen. So, was kann man hier noch alles verkaufen? Ja, das hier, das hier. Das haben wir gerade besser. Ja, besser, besser. Das brauchen wir noch. Gut. Und sonst helmetechnisch können wir das hier verkaufen. Den hier verkaufen. Die hier brauchen wir alle. Das hier können wir verkaufen. Genau. Stimmt, wir können auch ein Top-Hat verwenden. Ach, ganz vergessen. Wir können statt dem hier können wir den Top-Hat verwenden. Ist es nicht gut? Richtig gut. Dezent unsinnig. I don't know how you got those goons to leave, but thank you. Graham ordered rollers and whatsits, right? For a printing press? Here, take them. Like I said, this is my last run. Cool. What did Tanya ban you from working with the iconoclasts? You'd have to ask him. All I know is that if I get caught, I'll get arrested. Alright. Why have you been helping Graham? It's an enviable thing he's doing. Free people and all that. I can't live that way. I need my structure. But I respect the iconoclasts for doing it. Servus, Halietos. Wie geht's dir? Where will they get their supplies now? Law help them. I don't know. Maybe Sublight can lend a hand. I should go. Look, Graham's got a bit or two left in his account. I can send one last dropout before I wash my hands of this. What do you want delivered? Oh. Sora suggested extra food and medicine. Nennen wir es okay? Ach, das klingt noch nicht so gut. Du darfst dich lieb geflauscht fühlen. I always took that woman for the sensible type. Good on her. I'll send some along. Give them all my regards. And good luck out there. Don't go getting eaten. Trying. Go on. I need to get moving. Oh nein! Sie ist verschwunden. Sie ist aufgelöst. Schweinerei. Reroute the gas outside. Anyone in the immediate vicinity of the generators, environmental facing vents may be subject to burns, disfigurement, and an increased risk of cancer. Please ensure that all on-site personnel have evacuated the venting area. Refer to the UDL employee handbook for previous blah blah blah. Vent the gas. Ja, kommt halt rein, ihr Lappen. Draußen brennt's. Lass mal draußen bleiben. So, warte mal. Funktionierst du denn jetzt eigentlich auch? Okay. Interessant, dass wir dann überhaupt noch mal öffnen können.
Aber schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Kennst du denn die Outer Worlds schon? Oder ist es jetzt dein erstes Mal, dass du jetzt reinschaust und plötzlich spielen wir hier die Outer Worlds? Noch nichts. Okay. Unpraktisch natürlich. Weil damit wirst du jetzt halt irgendwie auf komplett frisches Terrain geworfen. Von dem du potenziell keine Ahnung hast. Es ist Fallout ähnlich. Shooter, RPG. Und sehr, sehr cool. Also richtig coole Geschichte, die erzählt wird. So. By the way, wir könnten eigentlich mal hier nach Stehlen-Witze rein. Und dann mal die Quests hier abliefern, die wir hier so haben. Also wir haben ja so ein paar. Ich würde aber noch nicht die von Sanja machen, tatsächlich. Erstmal nur so die kleinen Quests, zum Beispiel hier dem Dude Bescheid geben. So Ada isn't really alive, but she can still talk like a person. What about Sam? What's it? Sorry. Is he the same thing? Sam's an automechanical thing, not a computer brain thing like Ada. I don't think Sam understands gender, so you can call him it if you want. Right, but she's a machine, he's a machine. How are they different? You know how I said Ada was special? Her wiring's a whole lot more complex than Sam's, so she can simulate a personality better than he can. She got more tools in her box, so to speak. So he's following his own rules, making everything obnoxiously clean because he has to. Maybe I ought to let up on him a bit. Nee, die Hauptquest ist, also kurzer Recap für die Leute, die noch nicht die Outer Worlds kennen. Wir sind auserwählt worden von dem Phineas, oder wie heißt der? Wer ist denn der Typ nochmal? Dang it. Wo ist der Typ? Wie heißt der? Keine Ahnung mehr. Vielleicht kriegen wir es hier irgendwo. Egal. Dieser Phineas-Dude. Ja, das klingt lecker. Und bring mir eine Portion mit. Lee, bring mir eine Portion mit. Ich habe hier zwar noch eine Pfanne voll Essen, aber ich hätte Bock auf so eine geile Pilzpfanne mit Käsesoße. Das wäre schon ziemlich nice. Das wäre so nice. Ja, genau, kannst du mir das Rezept, das du vorhin da reingeschrieben hast in den Chat, kannst du mir das auch noch bitte schicken? Oder post es einfach in den Discord rein. Und genau. Mach Bilder. Genau, also für die Leute, die es ja wie gesagt noch nicht kennen, wir sind einer der Kolonisten gewesen auf dem ersten Kolonieship, die Hope. Und die wurde ins Weltall geschickt. Dummerweise ist die aber nie so angekommen, wo sie hätte ankommen sollen. Und wir sind Ewigkeiten ich glaube so 100 Jahre oder so, oder 70 Jahre im Kryoschlaf gewesen, obwohl wir nur so 30 Jahre da hätten sein sollen. Jetzt, 70 Jahre später, wurden wir von diesem Phineas irgendwie aufgeweckt. Glücklicherweise hat das bei uns funktioniert. Anscheinend hat das schon bei anderen nicht funktioniert. Und genau, wir sind jetzt beauftragt worden von ihm, dass wir doch bitte die Welt, also die Hope, also und alle Kolonisten auf der Hope retten. Das sind mehrere tausend Leute. Und in der Welt, in der wir jetzt halt nicht gewesen sind, hat sich seitdem eine sehr, sehr absurde Version des Kommerz entwickelt, also des Kapitalismus. Genau, viel Spaß dir, Lee. Und ich wünsche dir guten Appetit. Oh, so neidisch. Ich hätte es auch gern. Das klingt voll gut. Ich glaube, eventuell mache ich das morgen. Muss mal schauen. Auf jeden Fall, genau. Und statt dass halt irgendwie Firmen halt irgendwie da sind und versuchen, die Leute glücklich zu machen, sind irgendwie die Leute mittlerweile so als Sklaven quasi bei den Firmen angestellt. Die Kinder sind auch plötzlich Property.
gehören der Firma quasi. Und es ist furchtbar. Also man sieht da schon sehr, sehr absurde Sachen. Die ganze Welt ist sehr absurd und es ist halt quasi die satirisch aufgearbeitet und hyperbolisiert, wie jetzt Kapitalismus funktioniert. Und es ist eigentlich sehr, 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 sehr gut, wie sie es gemacht haben, finde ich eigentlich. Genau, und richtig geile Story wird erzählt. Wir haben hier unseren absoluten Lieblings-Companion, Parvati. Mit der machen wir gerade gefühlt die zweite Hauptquest fürs gesamte Spiel. Genau. Wir versuchen jetzt gerade Dinge für ihr Date zusammenzusuchen. Wir haben jetzt schon irgendwie Essen, wir haben ihr Seife besorgt und jetzt will sie noch ein Kleid. Und wir kriegen das noch hin. Sie kriegt ein Kleid und sie erinnert mich total an hier, oh Gott, wie hieß sie denn nochmal? Hier aus Firefly. Haley, nein. Kaylee, genau. Die Engineer von der Firefly. Und sie ist nämlich halt auch Ingenieurin. Sie ist auch Mechanikerin. Und sie ist so cute. Und gerade haben wir auch gesehen, diese Interaktion zwischen den beiden Companions, die wir dabei haben, das passiert regelmäßig. Also passiert ständig, dass die irgendwelche Interaktionen miteinander haben und miteinander Dinge reden und das ist sehr, sehr cool. Also das ist sehr, sehr cool gemacht an dem Spiel, finde ich. So. Wir haben jetzt auch noch 6 Skillpoints übrig, die wir irgendwie verteilen könnten, aber es ist gerade egal. Ich warte darauf, dass ich die irgendwo sinnvoll reintun kann. Für was auch immer dann gebraucht wird. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel Lockpicking auf 80 setzen. Aber naja. Das ist jetzt nicht so relevant. Eventuell brauchen wir es später. So, Sebastian. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Nee, danke. Passt schon. I found Mr. Pickett's journal. He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? I found a journal inside of that Mantiqueen. Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? Who knows? What a look of things. This guy's a real escape artist. Kann ich das wirklich zu ihm sagen? Mysteries of the universe, I guess. Not funny, Captain. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Maybe you and Celia can read it together on your date. I bet she'll like that. She's real enthusiastic about all sorts of monsters. It'd be nice for there to be some good come out of this. In any case, I appreciate you tracking down Mr. Pickett for me. Here's some bits for your trouble. Er ist nicht der hellste, falls ihr es nicht schon gemerkt habt. Hm? Genau, warum auch immer, wir können diesen Unfug von ihm kaufen. Es ist sehr blöd, aber ja. Warte mal, ich will wissen, was passiert, wie er darauf reagiert, wenn wir ihm sagen, so, hey du, der ist gestorben. You look like a woman. Achso, warte, das ist da schon der Speicherstand, wo wir es ihm gesagt haben. So. You look like Sebastian. I'm at least you're I found Mr. Pickett's journal. You'll probably I found the journal inside of them.
Funny place to leave a journal. He was eaten by a manta queen. He's dead. All that's left is that journal. That's pretty sad. He sure seemed like he knew what he was doing. He used to tell the kids crazy stories about halcyon wildlife. Later I learned most of it was wrong, but it was the thought that counted. Then one day he just disappeared. Never heard anything about him again. Anyone fool enough to chase after a queen is pretty fucking far from the know what they're doing class of people. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Yeah, maybe you and Sia could read it together on a date. I bet she'll like that. It'd be nice for... In any case... Okay, gut. Ich glaube, das gefällt mir auch besser. Ansonsten hätte es... Ansonsten, ja, hinterher rallt das nicht und schickt noch mehr Leute raus. Das wäre furchtbar. So. Oh. Zacke, du bist wieder hier. Captain. Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound. Tell the captain how grateful we are, Tuck Tuck. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Your son is a grown man. It's time you started treating him like one. What a sour thing to say. My little boy will always need me. I'm his mama, you know. Mama, what I need is for you to listen to what I want for once. But that's between us. Now you promised the captain a reward, so settle up. Then you and me are gonna have a long talk. Oof. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuck Tuck home safe again. Good luck to you both. Don't worry about me, Captain. Mama and I'll work this out. Okay. Dann lasse ich euch das mal alleine regeln. So. Anime Junkie lol. Vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen als Teil des Game Labs. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? So, wir können mal mit Velma noch reden. So, Velma ist... Warte mal, wo ist die Fischerei? Ist das die Fischerei? Nee, das ist da drüben doch die Fischerei gewesen, oder? Auf dieser Seite irgendwo war die. Ah, da ist sie ja. So, Velma. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. We spat in your spirits, Velma. You notice my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Will you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition? Anyway, what do you folks need? I've got some bad news about Braxton. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? Well, you're stuck covering his shift for a longer time. He was killed by cannibals out in the ruins. That's... Wow. I sure feel like an ass now. It's a rotten way to go. Yeah, I wouldn't wish that on Catherine herself. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? I'll talk to you later. Warte mal, habe ich da gerade... War da gerade tatsächlich... Die Quest, wie hieß die gerade nochmal? Sprite Kings, no.
The secret people. Irgendwie stand da gerade nochmal, dass ich die umbringen soll. Aber ich habe die doch schon gebracht. Seltsam. Wir können mal noch zu Sanjay gehen und mal schauen, was er dazu sagt. Sollten wir mal vorher speichern. Nicht, dass wir dann aus Versehen bei ihm die Quests erledigen. No. Hey Sanjay. Warte mal. Move along. Well, I see you've had a sobering effect on our friend Nyoka. Sir, please stop. Forgive me, Celia. I couldn't help myself. Yes. Anyway, what can I do for you? Schade. Aber gut, dann machen wir jetzt die Quest für die Iconoclast zu Ende. Ja, genau, nicht versehentlich. Das wäre fatal. Ich will jetzt erst hier die ganzen Quests machen. So. Oh. Das ist schon witzig. Okay. Genau, da drüben müssen wir jetzt nochmal kurz eben hin. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Achso, das ist mit... Ah, die Quest für Ash. Was? PC zu NPC? Zack. Zerpratzen. Genau, also zuerst will ich halt schauen, dass ich mal alle Quests hier erledige, bevor ich mit der Hauptquest weitermache. Ich muss zugeben, also eigentlich weiß ich das mit NPC, PC und NPC, aber irgendwie habe ich es gerade auch nicht gerallt. Autsch, Fuß gebrochen. Alles klauen. Könnte es ja nochmal irgendwann gebrauchen. Examine. Someone left a ledger with a list of names likely members of the unit that used this opus. Some names like an Lamont and a Delilah are at the top of the list. Some names are crossed off only to be added later, as if the person left and rejoined. Of peculiar note is that the name Ash is nowhere to be found. Ah, okay, Ash war nie Teil der Gruppe. Er hat uns belogen. Der Sack. Our primary drive has been corrupted. Access is limited and most recent 2 messages recorded from Delilah.
PJ says you bought tickets for all of us. You didn't have to do that. I owe you. I don't know that I'll ever be able to pay you back, but thank you. Don't mention I'm attaching cords for the waterfall camp. Grab your gear and meet us there by sunup. Finally getting off this hellhole. So, wo ist das hin? Ist da drüben? Ach, das ist sogar nah. Nein, nicht runterfallen, bitte. Dankeschön. Autsch. So wie dazu. So, mal schauen, was da drüben jetzt geht. Achso, das ist da oben. Wie komme ich da hoch? Ich hätte da oben bleiben sollen. So. Zerbratet es mal bitte, Dankeschön. Nochmal hier so ein paar Leute aus. Wo ist er? So. Und bitte sag mir jetzt nicht, dass sie einfach nur gestorben sind hier. Das fand ich jetzt irgendwie traurig. Aber typisch für Halcyon. Sehr typisch für Halcyon. Standardschicksal für alle in dieser scheiß Galaxie. Oh, okay. Wir brauchen anscheinend noch mal ein bisschen Lockpicking. Great work. Okay. Das hier alles. Das war anscheinend gar nicht, wo wir hin mussten. Mach das mal aus, bitte. Dankeschön. Und dann zerplatzt das bitte. Dankeschön. Ja, das kann sehr gut sein. Das gefühlt wäre Borderlands noch mal krass bunter. So. Oh nö. Was ist hier passiert?
irgendwelchen Leute hier Tode. The remnants of these bones show the telltale signs of a mantisaur attack. Powerful jaws have crushed the skulls, while weathering on some of the fragments suggests passage through some beast's digestive tract. Amidst the dirt, you find a small lockbox that matches the description given by Ash. Bin mal gespannt, was jetzt seine Geschichte dazu ist. Weil seins ist es sicherlich nicht. Ah, stop. Ja, dann gehen wir mal da hinten in die Bar, war's, ne? So. Bevor wir mit dem reden, speichern wir. Aber manchmal merke ich, dass es irgendwie eine Arschoption war, die ich gewählt habe. I'm drinking here. Move yourself on. Okay, dann. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. What's the story? It's pretty simple, kid. I sit at the bar, I drink, I mind my own business. That's it. But could I drink you? Kid, I ain't got but half a liver left. And what's there don't work so good. And I can still drink you under the table. Look, you wanna buy the drinks? I'll do my bit to keep you entertained. Just don't ask me to dance. I can't repay no kindnesses now. Alright, so. I reckon one of the most interesting places I've been is the Hot Pole. You know what that is? Can make a guess. The hottest place on Monarch is probably close to Olympus. Exactly. This moon ain't big enough to rotate. It's locked. One side always facing Olympus, the other always facing away. Olympus might not be a star, but it throws off assloads of heat. Monarch's hot pole is the part that's closest to the gas giant. It's in the middle of this big mountain plateau. Volcanoes so high the peaks are in space. So it's hot and there's no air, or not much. Not you though. The funny thing is, then in the middle there's just smooth rock. Circular-like. All the dust blown away. Pale gray with hair-fine cracks all over. I don't know what I was thinking. Maybe I was lightheaded from the O2. But I felt like I had to take off the breather for a moment. Put my ear to the ground. It's not hot enough. It's hot enough to pour water and you put your ear against a rock. I did get a burn on the low before I smartened up. Put a towel under me. It was at the edge of hearing. Deep down. Far off. Irregular. Tap, tap, tap. Tap, tap. Tap, tap, tap. The sound of a bird pecking out of a shell. What's it mean? Hell if I know. When there's a groundquake now, I hold my breath. Because I don't know if it's Olympus squeezing us for gravity, or wings getting stretched. Gute Story. Das wär krass, wenn das hier ein riesengroßes Ei wäre. Found Le Mans body. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? They bought themselves a ticket of world, but they were attacked while waiting for it. Damn. Well, you find our box of memories? Yeah, thing is, I found a list of agents and outposts. You aren't on it. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Let me guess. That's not a box of memories. Surely ain't. But it'll buy me some better ones. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past.
So ein Arsch. Ach, I should have kept those bits. Das ist ein Ass, ey. Und Servus Molle. Ich weiß auch nicht, warum der Alert nicht gerade funktioniert. Eigentlich ist der Alert an. Sehr seltsam. Aber ich sehe auch gerade bei Streamlabs ist der Alert gar nicht angekommen. Aber herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Oder schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank für den Molle-Raid. Ja, also der letzte Alert, den ich hier gerade sehe, ist ein Follow-Alert. Von vor 18 Minuten. Ich habe es auch gerade nochmal refreshed, aber anscheinend wolltest du gerade nicht merken, dass du mich geratet hast. Okay, sehr seltsam. Aber, vielen Dank trotzdem. Was habt ihr gemacht heute? Moment. Ja, wir warten mal. Vielleicht kommt ja noch was. Genau, hier haben wir auch noch einen Shoutout an den Molle. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut mal bei dem rein. Der macht ganz nettes Zeug. Also ernsthaft. Also eigentlich nur dafür sollte ich... nein, warte, hier. Neu speichern. Einfach nur dafür... Kneecappen. Und... Oh, das ging schneller als gedacht. Ja gut, wenn man in der Mitte von 4 Leuten dann steht. Ah, da kommt er ja. Da kommt der Alert. So, jetzt funktioniert das. Ja, ich glaube, ja gut, ich stand in der Mitte von 5 Leuten, die mich niederschießen können. Ja. Ash ist ein Arschloch. Ich hätte gehofft, es gibt eine Möglichkeit, es ihm nicht zu geben. So, jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Aber Host scheint an zu sein, ja. Wenigstens etwas. Okay, wir müssen jetzt zu Graham nach oben hier noch. Das ist super. Das ist wirklich sehr super. Zora? Zora ist nicht hier. Zora ist oben. Also ernsthaft, The Outer Worlds ist richtig toll. Das freut mich total. Also ich bin so froh, dass ich das hier bekommen habe. Weil ansonsten hätte ich es verpasst. Weil ich gerade gar keine Zeit habe für neue Spiele, die ich mir jetzt kaufen müsste. Aber das hier, das ist richtig super. I'm telling you, the Van Noys are fine. Bullshit, Graham. They don't just abandon orders, and they weren't at the ruins. Where in this sulfur-sodden hellhole did you send them? They're on a very important... Ah, we'll continue this later. Welcome back, Captain. Spiel das ist richtig gut. What are the Van Noys? They're hunters. Badass ones at that. Hope they're alright. They're our best unit, and now they're missing in action. And we'll continue that discussion later. I got your rollers. The rest of your account went to food and medicine. Thank the Eternal that someone's got some sense in their head. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? She isn't. Senjar has declared a stop sale on goods to the Iconoclast. That is most unfortunate. This cuts off one of our only 2 supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross a dangerous line. About to? That idiot just declared war. We will deal with his subversion later. For now, we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. Ich hätte ja gern Sanjay gefragt, warum. Redbow. Was ist denn Redbow? Sagt mir gerade gar nichts. Let me ask you something about spreading the truth. Yes? Even if we clean up the press, how will you get the magazine to Terra 2? What exactly are you going to put in these magazines? A subtle lesson here, a word about the eternal there. In small ways, I hope to bend the public's mind towards seeing the truth.
Even if we clean up the press, how will you get the magazines to Terra 2? Our very resourceful sublight friends have already agreed to help. For their standard fee, of course. They'll replace periodicals around the colony with our subtly edited versions. The board's workers will learn of our truth without even realizing it. Why go through all this trouble? What are you trying to accomplish? The corporations have been shackling workers' souls for centuries. Workers are glorified slaves to their companies, to their society, to their own minds. Free will has all but vanished. I believe that by freeing oneself from the corporate structure, indeed from the very rules of man, one can find their own truth. And through that, the cosmic truth that binds us all. The eternal truth. Hier kommt demnächst raus ein kleines Horror 16-Bit Story Game. Look wie bei Pokémon von oben. Okay, ich schreib's mal auf. Guck's mir mal an. Ich bin ja nicht so Horror-Game, also Horror-Fan, aber... Ne, es knistert bei mir auch. Right, back to the mission. Certainly. Time to fix up the printing press then. The print... Oh no. Graham, you didn't. I've already sent a team ahead to scout the press. One of our best. Meet them there and find out if they've been successful. You sent the Van Noys there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. Our people died out there. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. Is a printing press really worth all these people's lives? There's gotta be a better way to get your message out. I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. Ja, aber du splittest nicht deine Arbeitskräfte auf, wenn du sie an einer Stelle gebündelt brauchst, du Volldepp. Scheint nur atmosphärisch so aufgebaut zu sein, dass man sich da wirklich gruselt. Okay. Mal schauen. Ich werde es dann sehen. Und vielen Dank auch für den Link. Ich werde es mir dann nachher anschauen. So, spreading the word has to be proud to number one, otherwise how can this movement grow? You could have sent them after backing Zora up, right? Yes, you're damn right he could have. But he's so obsessed with preaching that he's become blind to our actual problems. Look, just... If the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need them. I'll do everything I can. Also, wirklich, Graham, was zum Fick geht bei dir im Kopf ab, ey? What? Sorry. Nyoka, I can smell you're having fun. I've got a question for you. What the fuck? What's your story? Before all this, I was a writer for MSI's product catalog. Ja, sind es. It was my purpose to spread awareness of Saltuna and its various So viele Red Flags. The certainty with which I spun among the other cogs in their machines stifled creativity and personal growth. I can relate. Flying my own course may be dangerous, but at least it's freedom. On that we agree. Why have you come? Du bist so dumm, Junge, aber das gibt's nicht, ey. Du bist so dumm. Vor allem, weil es halt null Grund gab. Vielleicht Erschöpfung. Also vielleicht noch Erschöpfung, dass... Also, dass halt die Truppen erschöpft werden. Wenn sie zuerst zu Zoras Ding gegangen wären. Aber dann wären die anderen noch am fucking Leben, ey. Es ist halt schon bitter. So, ich hoffe mal, dass Zora jetzt mit uns redet. Wenn sie jetzt denn hier ist. Was? That son of a bitch. I know the press is important, but sending our two best out there? Boyd help him if the Van Noys don't make it back.
Given the circumstances, going after a printing press does seem like a waste. Exactly. Long term, I get it. Spread the message and all, right there with him. But at the moment, we got a lot of wounded and still more starving. Speaking of which, thanks for bringing back those supplies. They go a long way around here, and we found nothing but sulfur in the ruins. Ja, dann dir auch gute Nacht, Morde. Vielen, vielen Dank nochmal für dein Raid. Schlaf gut, traum was Schönes, viel Spaß bei Netflix und Chill. Und hoffentlich hast du wen Nettes zum Chillen dabei. Why were you in the ruins in the first place? Supposing all you've done for us ain't some kind of front, and that I can actually trust you? Oh. Screw it. We were trying to establish a foothold north of Stellar Bay. Eventually, when it comes time to throw down, a two-pronged assault makes sense. What happened to Graham's live and let live? Raptidons happened. Acidic sulfur pools happened. Starvation, disease. It's hell out here. You ever try living on a diet of cooked Raptidon? Half the time it just comes back up. Ain't so bad if you wash it down with a bottle of 0G. That sounds worse. Stellar Bay, why? How about the massive fuck-off walls, for starters? Then there's the food, the working landing pad. And besides, this is Monarch. All the roads here lead to Stellar Bay. Do you think you really think you've got a chance against MSI? We've got a numbers advantage. And these people are willing to throw their lives down in the pursuit of our cause. Can't say the same of Sanjar's folk. Ain't like that paperclip cowboy is really equipped for a fight anyhow. Right. His security force isn't exactly trained. Well, he's hoping it doesn't come to that. See you. Ich fänd's gut, wenn Sanjar und Zora gemeinsam arbeiten. Graham ist mir zu verblendet von Unsinn. Also so wirklich Unsinn. Ich mir so, ey, was geht bei dir kaputt, Mann? Surprised you two needed backup. If Sora could see me now! Okay. Hey, May. Mioka, you're a sight right now, I'll tell you what. We are up a creek. I bet. You really come this far north for a printing press? Yeah, I know, but that's the mission. Don't suppose y'all are busy right now. Graham actually sent me to secure the press. Sora sent me to look for you guys. Once I get you out safe, I'll see about the press. Thank the Eternal. We could use a hand. But we can't leave without patching these guys up. Acker here is bleeding out and Jensen can't see straight. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. Jensen und Acker? Also so ein bisschen wie Jensen Ackles? Oh, ja, einfach random Bilder. Das hört sich gut an. Any idea where he went? Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. I got it. See if I can find him. Jensen und Acker. Huh? Hey. Okay, witzig. Genau. Oder heißt der Jensen und der andere... Ich glaube, der eine heißt Jensen, der andere Eccles. Oder heißt der Jensen Eccles? Ich weiß gerade gar nicht. Komm, hier, bratsch mal weg.
Ah, weiß es gerade irgendwer? Wie der Schauspieler heißt? Zwei Raptor von Colossus. So. Also mal ausnacken, wenn es geht. So. Ah. Das war doch mal ein Kampf. Oh. Ich glaube, das war der Arzt. Hey, Dude. Und wir haben da gerade eine witzige Waffe gefunden. Und zwar diese Schrotflinte. Leider, leider. Macht die weniger Schaden. Aber wir werden sie mal nicht als Junk markieren. By the way, kann mir mal kurz jemand sagen, wie der Schauspieler heißt? Heißt der Schauspieler Jensen Ackles? Oder Eccleston? Any luck out there? Found your trauma kid. Yo, medic is dead. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Hey, thanks for the help. Thanks for the assist. Got my sights on you. Jensen Ackles. Okay. Also es könnte ein Hinweis sein, also so eine Referenz sein. Aber muss natürlich nicht. Und vielen Dank fürs Nachgoogeln. A draft of different safety announcements from when the press was still operational. Most of them have been crossed out. Safety guards are there to guard your safety. Replacement limbs are no replacement at all. Let's convey safety standard grounds or conveyor. Don't be fooled around the spools. Weg damit. Durable Guards. Gar nicht gesehen. Wie sieht ihr denn aus? Witzig, aber... Na, danke. So.
Genau, ihr seid alle död. Können wir hier mal nach oben. Install rollers. Equipment detected. System must start for alignment. Please wait. System restarter. Press number 6 is now operational. Alright. Ouch. Das war zwar klar, aber naja. Hatte gehofft, dass es mich nicht so fies hinlegt. Dann gehen wir mal zu Graham und Zora. Mal schauen, was da jetzt zwischen den beiden jetzt geht. Die streiten sich doch bestimmt wieder, wenn ich da reinkomme. If you'll just listen. No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? What are you arguing about? We're out of time. We need food and ammunition. We need to hit Stellar Bay while we still have the manpower to do it. Are they really doing better than you are? Doubtful. But we don't need much, and Sanjar isn't going to share. He wants to attack the city. Yes, I know it's drastic, but it's clear that Sanjar will never cooperate. And if it's him or us, I choose us. That seems desperate. It is. We are desperate. We're starving. My people are dying left and right. So see. Listen, I've been to the printing press, it's clear. Excellent. Did you find the Vanois? Yes, they're lucky I got there in time, else they'd been wrapped up in dinner. Indeed. Thank you. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich... Vermutlich würde ich gerne zuerst zu Sanjay gehen. What? Weil ich würde gerne noch Sanjay eben die Möglichkeit geben, diesen mit dem Board zu reden und vielleicht, wenn ich... Also das Ding ist, ich hätte gerne eigentlich, dass die hier keinen Scheiß bauen und sich irgendwie gegenseitig versuchen umzubringen, allesamt. Die Idee ist vielleicht mit Zora, also Grahams Stil ist gut und scheiße gleichzeitig. Und das ist das Schöne an dieser Story, es gibt kein, also beide dieser Anführer sind auf ihre Weise Idioten und beide sind auf ihre Art und Weise smart. Weil Graham will nicht noch mehr Leute einfach umbringen, was ich gut finde. Aber er achtet halt auch nicht, was seine eigenen Leute gerade brauchen. Und zieht Ressourcen ab, wo sie nicht abgezogen hätten werden sollen. Sie wiederum sieht halt, wo Ressourcen gebraucht werden, was die eigenen Leute brauchen. Aber sie wird so langsam ein bisschen, ja, kriegsreiberisch. Und das ist nicht so geil. Also beides Idioten. Und das ist schön, dass die Story so gebaut ist, dass es kein... Wirklich, das ist absolut besser, das ist absolut schlechter. Genau. So, wir sind
Ich sagte, die Tür ist zu, wir können reden. Parvati, komm mal rein. Hey, Captain. I need your help, and we ought to keep it hush-hush. You know about what happened here, right? The history of Amber Heights? I've no You're idea. talking about the massacre. Back when the corps were pulling out, pirates raided the place and killed the MSI bigwigs living here. Right. Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up, but one of my people found an old data cartridge in a nearby rat nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door. Why are we keeping this to ourselves? Graham isn't fond of talking about the history here. He had friends who worked here. The massacre hit him pretty hard. You know him. Live and let live and all that. I don't want to burden him right now, especially if this ends up being a dead end. Nein! Nicht deine Pulse kalt werden lassen. Also, du hast den ganzen Prozess gepostet. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Genau, für die Leute, die das sehen wollen, auf dem Discord in dem Random Bilder Ding, ist einmal der Prozess und einmal das fertige Gericht und das Rezept dazu gepostet. Sully, du bist awesome. Ich glaube, das muss ich morgen machen. Oh, hast du echt einen Cheddar verwendet? Aber ernsthaft, du bist super. Ich schau mal, was ich... Also wenn ich... morgen habe ich vermutlich noch ein bisschen was von dem Zeug, was ich jetzt esse. Freitag gehen wir vermutlich abends aus. Samstags könnte ich vermutlich das kochen. Okay, samstags ist realistisch, dass ich das kochen werde. Weil morgen werde ich vermutlich noch viel von meiner Pfanne übrig haben. Was? Ah, geriebenen. Ich war gerade komplett irritiert, was du da geschrieben hast. The Amber Heights Gate. Right. The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates, that means they knew someone there. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain, all that blood is on their hands. Nein, Sully, das funktioniert nicht. Also keine Ahnung, wenn wir reden würden, dann würde ich zu dir sagen, ja, hier 50 Gramm weniger und ich kann nicht verstehen. Aber nicht mit vollem Mund. Was? Random door code doesn't sound useful. I know it's a long shot, but if we miss something there, if you can get into that station, maybe we can get some answers. I don't get what's important about this. Don't you have bigger problems? I surely do. But it's not far, and if they died in there, they died with their munitions. We'll need them. Besides, if it's filled with valuables from the aristocrats who lived here, we can pawn them off on Sublight and get ourselves ahead on our food budget. Okay, go to the relay station, see if the code's useful. Anything else? Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, preparing for war. Right, I want it. Appreciate it. Here's the code. If it works, bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. If someone was behind the Amber Heights massacre, it'd give a lot of people around here some closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the Taros. Storytechnisch würde es Sinn ergeben, wenn es zum Beispiel Graham gewesen ist, das gemacht hat, weil so gilt technisch. Okay, wo bin ich denn gerade eigentlich? Okay, ich glaube, wir sind hier und ich würde dann mal zu dieser Abandoned Relay Station mal... Warte mal, Journal. Genau. Gehen wir zu den Crossroads.
Also ich finde super cool, dass auch, obwohl das jetzt nicht die Hauptquest ist, dass es halt trotzdem spannend ist. You ever been off Monarch, Nyoka? Before you met the captain, I mean. Nah, I mostly just drank and hunted. Soon as you stop to dream of other things, that'll be the day something sneaks up and eats you. Don't fret, I'm watching your back now. Anything tries to eat us, I'll give it a mighty whack on the nose. Well, I'll be damned. You watch my back, I'll watch yours. Parvati ist das cuteste auf dieser gesamten verdammten Erde. Flieg, keine Flieg! Genau, es ist ein bisschen schade, dass diese Science Weapons, die es hier so gibt, alle nicht so wirklich sinnvoll sind. Du selber Kochstream oder wir hier? Und wenn wir hier, kommst du dann vorbei oder komme ich zu dir? Bin ich alleine. Ah, okay, das heißt, du kommst hier zu mir und dann machen wir hier einen Kochstream. Oder wir fahren nach München zu Donnerwitz und machen bei ihm dann einen. Der ist ja eh der Kochstream-Meister hier. Okay. So. Erstmal ein bisschen von der Seite bearbeiten hier, das gute Viech. Dann hier mal alle noch auslocken, wie irgendwie in der Gegend rumballern. So, du gehst jetzt mal schlafen, du gehst schlafen. Und du hast auch die Fresse. Dankeschön. Und der hat schon wieder irgendwen gefressen. Kiff natürlich. Was denn sonst? Komm on, als ob ich irgendwie... Als ob ich die Kiff verpassen würde. Sie hat Angst. Das müssen wir ausnutzen. Wie sieht's bei dir aus? Käfer der GPN. Schick. Man sieht nur sicher. Der Code. Accessible. Okay. Hemlock's eye patch. Können wir jetzt richtig verwegen aussehen? Ich fände das cool. Schauen uns das gleich mal an, wie es aussehen würde. Ach, sieht doch gut aus. The eye patch is comfortable, stylish, and a conversation piece. Reversible for left or right eye use. Also available in mauve and taupe.
Alright. Let's save. Schauen wir mal. Messages. Substation has been decommissioned following the closure of work order UDL 211. Communications functionality has been disabled. Logs and messages have been archived. Work order UDL-211. Status report number 1. Tunnels are in. Cables are laid from Volkovich. Devil's Peak is receiving, but we're waiting on signal confirmation from the outpost. This whole place stinks of sulfur. We should have brought musks. I'm sure I had something in the caverns beneath the tower. Something's living there. He's hoping we don't unsettle it, or else that place ain't gonna be safe for our cable guys. Report number 2. We've got signal from Ember Heights, Stellar Bay, and Cascadia. Still waiting on word from Bayside Terrace and Aurora Ridge. Order note that I was right about those caverns. They ain't safe. Some kind of hell, I don't know. Big things with claws. It ain't an animal. I ain't an animal scientist. Can't wait to get the hell off this rock. Closure work order UDL-211 has been completed. The substation will now be disabled and closed off. It should be noted that the lead engineer, Frank Volkovich, has perished due to a workplace accident involving hostile wildlife in the Devil Peak Caverns. It should be further noted that Mr. Volkovich's complaints regarding the dangers of the Terra 1 wildlife has been redacted. Redacted, ihr Arschlöcher. Halcyon Referendum number 207, Terra 1 Hazard Clause. Halcyon Holding Corporate Board, blah blah, on the issuing. This notice issued on January 12th, 2343 serves as a public denouncement of Terra 1 as a feasible workplace environment. Due to hostile and aggressive nature of the wildlife as well as the unsustainability of its natural flora for use in human consumption, the Halcyon Holdings Corporate Board has officially enacted a hazard clause covering the entirety of the Terra 1. After an evacuation period of no more than 6 months, Terra 1 will be officially considered illegal territory. As this is an anonymous decision, any corporation caught operating on Terra 1 after the evacuation period will face fines. Possible disbarment as defined in Halcyon Code 22.1. Manual log entry. Gonna die for this damn fool errand, I know it. He said Ember Heights was gonna have more bits than we can spend, but those suited morons up spend it all for us. Books and vases and pretty shit. You can't eat a fucking book. Look at us now. All of the closets to coop up in and lick our wounds. We had to choose the one that's set to lock itself up. Feel like a marauder digging at the walls like this, but we gotta get up before we starve. It ain't possible, but Nelson over there is trying to keep our spirits up, and I don't got the energy to fight him on it. Screw that Brian fella. Eyes bigger than his fucking stomach. Okay. Ja. Wie ich gesagt habe. Es ist Graham Bryant gewesen. Übel. Ich habe kein Geld. So einfach ist das. Ich habe gerade kein Geld. Und deswegen kann ich da nicht auf Kongress gehen. Außerdem hätte ich, war Aussicht auf Arbeit währenddessen. Und deswegen habe ich dann stattdessen gearbeitet. Und wenn ich dann halt zum Kongress gegangen wäre, hätte ich die Arbeit nicht machen können. Und hätte dann Geld ausgegeben und verloren, dadurch, dass ich nicht gearbeitet hätte. Das ist so ein bisschen eine schlechte Kombi, finde ich. Also ich glaube, ich kann auch nie wieder auf Kongress gehen, weil währenddessen wird vermutlich meistens Arbeitszeit sein. So. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Reden wir zuerst mit... Ich würde sagen, wir reden zuerst mit Sanja. Haben wir es gespeichert? Dann schaue ich, dass wir zuerst mit Sanja reden. Ihm den Beweis geben. Weil die Geschichte mit Zora, wenn ich Zora das Log gebe und Graham als den Verursacher auf der... I had a fling or two, sure. But on Monarch, relationships ain't usually meant to last. A lot of fools tried to impress me, feigning bravado in the wilds, thinking they'd catch my attention with their stories. It was cute. Not so cute when their act got themselves munched. You know what's sexy? Confidence. You know what ain't? Disembowelment. Ja, also ich glaube, wenn wir der Zora das geben, die wird den Bryant, den Graham direkt umbringen.
You should know you're getting excellent reviews from across the company. What can I do for you? I found a data cartridge with details of DUDL's secret experiments. Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I've finally completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the Reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? Oh, did I say I had a data cartridge? That's just what I call my left hit. Was? Ich frage mich, was das wäre, wenn wir einen Kerl gespielt hätten. My left nut? Super witzig. Not so fast. What are these reformations you're talking about? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous documentation. You are? You could do a lot of good around here, you know. Don't go getting my hopes up. But that's entirely the point. We've got to hope. We have got to partake once more of the full resources and opportunities of Halcyon. What about the folks out in the wilderness? Amber Heights, Fallbrook. Will you share with them, or will you hoard those resources here? My sincerest hope is for MSI to become a model for all of Halcyon. But we must start somewhere. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. Come to think of it, maybe I don't. I don't understand. Where is it? Not some fun having someone jerk your chain, is it? Is this about the Bolt 52? Please, I wasn't trying to mislead you. Anyway, I don't think I can handle this back and forth. I'm used to crushing disappointment, but not after having reason to hope. That makes it all considerably worse. Und schön, dass du immer noch da bist, Neji. Calm down, I have it right here. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Gerade die Trainings mit meinem Board, deine Stimme beruhigt sehr. Das freut mich. Oh, the data on that cartridge was even more damning than I could have hoped. And to have something on UDL of all the corporations. You've given us quite the advantage. Anyway, what can I do for you? Yeah, could you please... It's good that What can I do Okay, damit haben wir das hier jetzt abgeschlossen scheinbar. Und auch unwiederbringlich. Die Frage ist jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt diese Suckerbait-Mission weitermachen, wie das jetzt in Amber Heights endet. Da bin ich ein bisschen jetzt besorgt. Ob die sich jetzt dann gegenseitig zerfleischen. Oder ob sie halt jetzt in einem total wahnsinnigen Angriff jetzt halt Stellar Bay angreifen. Und irgendwie will ich nochmal kurz mit Graham sprechen. Vorher, wenn es geht. Ihn fragen, was das ist. Ja, Graham Bryant. Ah, Nyoka. My people miss your hunts. Suckerbait. Okay, man kann mit ihm nicht sprechen. Interessant. So, people, come in. Nein, nicht Suckerbabe. Suckerbait. Welcome back. You find anything out there? Yes, I did. Found a box of data cartridges. Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some... Wait. This one's got the Amber Heights gate code on it. Just like the one I found earlier. And here's...
Letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain. He gave them the gate codes. He must have needed to take out the executives. And their families. And all the hired help. I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I figure something out. Go take a walk, Captain. Das ist echt übel, Mann. Aber nein, das ist auch nicht Zuckerberg. Ah, hello. I know you're responsible for the Amber Heights massacre. When I founded the Iconoclasts, I did so amidst the ghosts of this planet's past. Der startet noch nicht mal ab. Since then, many have asked me, why here? Were you involved in the massacre? Was that some gruesome plot to clear a path for my dreams? My response to you is the same as to all others. The death of MSI was an incidental tragedy. I'd have walked this path with or without it. Avoiding the issue. You said pirates on innocent lives. I did no such thing. Their deaths came in the night while I slept in Stellar Bay. And regardless, we're discussing a past long since left behind. Those ghosts still haunt me. Wie meinst But they du? needn't curse my people. When the entire colony has embraced our truth, perhaps then the perpetrator will come into the light. Until then, it does us no good to dwell on past mistakes. Meine rechten Schulter. Achso, hier. Ja. Genau, mein Greenscreen, der deckt nicht alles ab. Also, tatsächlich, ihr könntet da mein Sofa sehen. Das steht nämlich vor dem Greenscreen. Das ist auch tatsächlich gewollt so. Why though? Why did they deserve death? If I were the type of man to make that decision, and I assure you I am not, I'd have to be so obsessed with dismantling their regime that I'd turn to desperate measures. I have since learned that their mistakes will end them in time, and that we will persevere where they do not. But back then, suffocating under that oppressive culture, I can understand a lesser man than myself making a terrible, ghastly mistake. Calling a massacre a ghastly mistake is putting it a bit mildly. Genau, dass der Bannhammer. Genau. Nein, solange du nett bist, solange du dich benimmst. Would you prefer I spend my days wallowing in misery and desperately seeking forgiveness for sins long past? I have people to lead, a home to keep. Here, without the shackles of the Halcyon Board, we are free to grow as the universe intended. Had we fled with MSI, our spirits would have withered. You've seen that withering yourself. The colony is dying. The massacre of Amber Heights, unfortunate as it was, presented the slim possibility of saving the souls of Terra 2. Here we are, poised to do just that. Ich glaube, oder? Ach. Das ist okay. Glaub an ihn, wenn du magst. Ah ja, Notashi. Ja, natürlich sollst du dich benehmen. Du sollst dich auch benehmen. Sonst gibt's auf die Fresse. Und ja. Genau, unter dem ganzen Kram, den ich da habe, ist mein Sofa.
Das Ding ist halt, das ist quasi so eher, ich nutze es eher tatsächlich so als Ablageregal. Da kommen halt tagtäglich irgendwie meine Jacken, Schals und so hin. Ach, da ein Mehrstimme, ja. Ja, auf die Fresse. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Can't play judge, jury, and executioner like that. Free will is a double-edged sword, Captain. The universe judges us all. Whether your choices are helpful or harmful to the cosmos is not up to you. Those executives were found to be poisonous to the spirit of humanity. They were doomed, whether by the hands of man or beast, their time was coming to an end. And here I am, a paragon of the eternal truth, leading a society of like-minded people. The universe has found me worthy, despite whatever sins you believe I've committed. Let us speak no more of this, Captain. We have a message to spread and a colony to save. Oh Mann, ey. Go take a walk, Captain. I'll find you once Okay. Ja, komm, dann machen wir mal noch die andere Quest hier. Factory Quest. Oder nee, warte mal, wir können gar nicht mehr weitermachen. Wir können nur noch hierher reisen. Und müssen dann leider aufhören, weil morgen muss ich wieder arbeiten. Muss ich wieder früh arbeiten. Das heißt, ich muss relativ früh wieder raus. Um 8 Uhr muss ich... Klingelt mein Wecker. Das wird ziemlich fies. Und... Ja. Und darum werden wir an dieser Stelle hier Schluss machen. Es war wieder super, dass ihr hier wart. Ich habe viel Spaß gehabt. Am Freitag gibt es leider keinen Stream, muss ich sagen. Ja, es ist sehr schade. Ja, nee, ich denke doch immer an dich. Wir werden uns erst wieder am Montag sehen. Wenn ich das richtig sehe. Warte, ich schaue nochmal in meinen Kalender rein. Genau, am Freitag ist nämlich wieder Fesseltreff in Karlsruhe. Das heißt, da werde ich dann wieder hingehen. Deswegen gibt es da diesmal keinen Stream. Es tut mir total leid. Ich hoffe, ihr habt auch ein wunderschönes Wochenende. Genau, Freitag wird nicht gehen. Das Fesseltreffen. Und genau, das heißt, wir sehen uns tatsächlich erst wieder am Montag. Und genau, da am Montag wird es dann auch wieder Smite geben und auch wieder die Outer Worlds. Wir werden tatsächlich uns darauf fokussieren, vielleicht ein, zwei Indie-Games immer auf Home streamen und dann hier die Outer Worlds durchmachen, bis wir damit fertig sind, weil ich will jetzt endlich, ich will das Ende der Geschichte sehen. Was, wenn du mal am Donnerstag in Dortmund rumhängst, an dem Wochenende zufällig BTR stattfindet? BTR? Und nein, G9, leider gehe ich nicht mit Alter saufen. Sollte ich auch mal wieder tun. Mit dem alten Halunken. Ach so. Ja gut. Werde ich im Kopf behalten. Genau, da muss ich eh nochmal hier Omega antworten. Ah. Ja, Dark Desire war schon sehr nice. Mach das. Neji, auf jeden Fall. Wenn du hier in der Nähe von Karlsruhe bist, dann sag Bescheid. Keine Ahnung, schreib mich am besten auf Telegram an, das ist am einfachsten. Oder, genau, entweder Telegram oder Discord. Du hast kein Telegram. Ja. Was ist los bei dir? Was ist los bei dir, Neji? Weißt du, da hätte vor allem, weil es so tolle Sticker gibt von mir dort, ne? Hier. Für alle Leute, die Telegram nutzen, es gibt Sticker. Ich habe ein eigenes Sticker-Pack. Es ist total gut, weil da sind die also alle Emotes. Alle Emotes, die ich bekommen habe, sind da drauf. Und zwar, genau, wie du mich adden kannst auf Telegram. Die sind total super. Und vor allem, da sind sie in groß und in schön und in ziemlich awesome, finde ich. Ja. Warte mal.
Ich werde kurz versuchen, sie euch in die Kamera zu halten, weil ich habe doch bestimmt irgendwo einen Screenshot davon. Genau, hier ein Screenshot von allen. Ne, das ist total schlecht zu sehen. So ein bisschen könnt ihr sie erkennen. Genau, also da sind jede Menge, die sind super süß. Es ist total furchtbar, es ist eigentlich in diesem Screenshot, kann man das nicht sehen. Genau, also da sind halt solche hier dabei. Das hier in animiert ist leider noch nicht dabei. Aber das wollte ich eigentlich auch nochmal umarbeiten, weil es gibt ja die Möglichkeit, animierte zu nutzen. Dieses Stickerchen gibt es da auch. Mein Sub-Emote. Genau, also. Ach ja, und diesen hier. Der ist super. Der ist sehr super. Na komm, hier. Einfach dieser Gesichtsausdruck, dieses Are you fucking kidding me? Genau, die gibt es da alle und das ist total geil. Also, falls ihr Telegram habt und cute Sticker total gut findet, dann holt sie euch, ladet sie euch runter, shared sie mit Freunden. Genau. Och, Carina! Du schaust doch mal wieder rein. Leider viel zu spät, wir sind gerade am Ende von unserem Stream. Och, Carina. Aber schön, dass du da bist. Genau. Ich habe auch... das geht... Doch. Ich muss morgen arbeiten. Ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Das geht nicht. Ich muss jetzt noch was essen und dann morgen um 8 Uhr aufstehen. Muss jetzt schlafen gehen. Was jetzt Telegram? Ja, dann, warte, lass mich dir kurz schreiben. Wo bist du denn hier? Nee. Genau, hier bist du. So, dann habe ich dir jetzt auf Discord gerade geschrieben. Ja. Danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Weil mir geht's tatsächlich fantastisch. Und das Schade ist, ich darf gar keinen Schlafstream machen. Also ein Schlafstream ist tatsächlich verboten, weil man muss mit dem Chat interagieren. Es ist eine Anforderung von Twitch irgendwie. Freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Soweit. Ja, wenn ich mich bei Just Chatting aber sonst rein tue. Ich glaube, aber wenn ich den Bart wegmachen würde, Haare auf und so ein bisschen mehr vielleicht so ein Negligé tragen würde, mir vielleicht noch so hier irgendwie Dinge oben in die Brust reinstopfen, dann würde das funktionieren. Dann könnte das vermutlich definitiv. So, Lee, kannst du mir nochmal per DM schreiben, wo du wohnst? Und ansonsten müssen wir einfach mal Donowitz anschreiben und einfach zu ihm nach München fahren und dort irgendwie den Kochstream machen. Don't make me question my sexuality. Oh, Ruteshi, du musst dir mal Boxbox anschauen. Schau dir mal Boxbox an, dann wird deine Sexualität eh schon sehr, sehr geweirdet. Es ist so gut. Es gibt so viele. Also Boxbox ist ein Streamer oder ein YouTuber. Ich glaube beides. Streamer und YouTuber. Und Boxbox ist ein Kerl. Aber er crossdresst halt. Und zwar auf einem Level, wo Leute dann halt echt drauf reinfallen, wo sie denken, vor allem wenn er halt die Fresse hält, wo sie denken, dass er eine sie ist. Hab's. Genau, und das ist total witzig, weil es gibt halt ganz viele Videos, wo Leute dann ihre eigenen Streamer verarschen, indem sie halt schicken so, hey, hier, guck dir mal das Video an von dieser coolen, von dieser Süßen. Und die Leute gucken dann das Video an und meinen so, oh ja, die würde ich ja schon durchaus mal nehmen und so. Und dann plötzlich spricht Boxbox und du hörst so, das ist seine Männerstimme. Boxbox ist männlich. Und dann so, nein, ich habe das nie gesagt, ich würde doch niemals. Und dann, super witzig. Das einzige Problem ist, ich mag meinen Bart sehr und ich würde den gerne behalten, deswegen, das geht nicht. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass ich das auch bei mir hinkriege, vor allem mit meinen langen Haaren. Ja, also lange Haare habe ich ja hier wunderbar und das ist dann gar kein Problem. Also, wenn man die mal hier runternimmt. Also, ne?
Und dann kann ich so. Witzig. Diese Haare riechen nicht nach mir. Ist das schön. Der Bart wächst nach. Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, bis der scheiß Bart hier hingewachsen ist, so? Ne, ich bleib bei meinem Bart. Und außerdem, ich habe mich gerade nicht beschwert, dass meine Haare nicht nach mir riechen, weil ich weiß, nach wem sie riechen und das ist eigentlich ganz nett. 5 bis 6 Wochen, Gratulation. Bei mir braucht das, glaube ich, Ewigkeiten. Also das Ding ist, der Scheiß hier, der wächst halt echt nicht nach. Der wächst halt so langsam nach, es ist furchtbar. Zu wissen, das bekommst du mit den richtigen Mitteln hin, dass man das beim Stream kein Stück sieht, ja. Genau, also eventuell hast du jetzt einen Meter-Square. Würde ich jetzt, ja doch, das könnte man als Meter-Square bezeichnen. Oder? Ja gut, bei dir jetzt ziemlich unpraktisch. Ja, Neji, wir müssen einfach mal hier so Fusion machen, dann sind wir einfach überlanghaarig. Quadratmeter, ja. Naja, Ruteshi, du weißt ja, was ein Meter ist, oder? Und dann einfach eine Distanz dazu und dann ist es ein Meter Square. Geruji. Ja, also entweder Nerun oder Geruji. Ja. Ja, deswegen Square. Und Square ist ja Quadrat. Square is just English, you know? Ja, da war was. Diese andere Sprache, ne? Genau. Ein Duchi-Jung, yes. Knoten 3. Grades. Ja, schön. Genau, auf jeden Fall, es war super schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich sehe euch alle am Montag wieder. Am Montag, wie gesagt, gibt es Smite, wieder die ersten paar Runden. Und dann machen wir hier weiter mit The Outer Worlds. Ich will endlich das hier weiterbekommen. Ich will vor allem hier die Story of Monarch ist richtig, richtig krass. Ich will jetzt wissen, was passiert zwischen MSI und den Iconoclasts, nachdem wir das jetzt hier so... Montag ist Schatzi-Tag. Ja, schade. Genau, sonst wäre Freitag der nächste Stream gewesen, Carina, ne? Aber am Freitag bin ich ja jetzt unterwegs. Ja, genau. Bevor ich noch zu Ende mache hier, wie geht's deinem Kind? Das heißt doch... Es ist jetzt 1 oder 2? Und jetzt bitte lass mich nicht in so ein Fettnäpfchen dapfen. Bitte nicht. Gut, eine super, 1 wird sie. Genau. Dauert nicht mehr lang. Okay, 1 wird sie. Krass. Ja, krass. Ich weiß noch, wie du damals plötzlich gesagt hast, so, bam, schwanger. Und, ja, dann warst du ziemlich lange weg. Und hey, Blutiger, warum kommt ihr jetzt alle? Ich will gerade mit Stream aufhören. Es ist total schön, dass ihr alle vorbeikommt, aber wir müssen das auf Montag verschieben, dass wir uns wiedersehen. Ne? Genau, also am Montag, wie gesagt. Smite ab 18:30 und dann Schlaf wird überbewertet. Aber ich habe halt voll Hunger. Also wir können jetzt noch, also ich kann jetzt noch wir können Just Chatting machen. Komm, wir machen Just Chatting und dann esse ich halt ein bisschen was, okay? Weitermachen, ja, weitermachen, sagen sie. Komm, machen wir mal so. Hier, wechseln mal rüber, machen wir wieder Musik an. Wir nehmen nicht
den Tab mit den Höschen. So, warte mal, wir machen das hier dann hier zu. Hört sich hier die Musik auf. Dann wechseln hier rüber und dann esse ich jetzt. So.